haben viel erreicht. Ja, wir sind auf dem Weg einer großen Geschichte und wir sollen hartnäckig sein. Wir gehen weiter mit der Brücke und viele Überraschungen sind in der Perspektive. Viel Glück und bon courage, jaajëf, jërëjëf. Kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Ich sehe zwar nichts, aber ich glaube, der Laden ist rappelvoll und dafür jetzt schon mal vielen Dank. Ja, herzlich willkommen im Namen der gesamten EDF, der Elhad Diouf Foundation. Wir haben es mal wieder nach Corona probiert mit einer Gala und wie ich sehe, es hat funktioniert, kann man sagen. Wunderbar. Wir haben eine Menge vor, wir haben tolle Gäste, wir haben Vorführungen, wir haben vorhin bei den Proben da gesessen und haben gedacht, was ist mit diesen Menschen los? Woher können die das? Also es wird ein schöner Abend. Ich verspreche es Ihnen, wenn nicht, kriegen Sie von mir persönlich Ihr Geld zurück. So, vielleicht auch nicht. Die EDF, vielleicht mal so ein bisschen zur Erinnerung. Mit ein paar Bildern, dieser ganze Prozess. Wir sind ja noch relativ jung, 2018 gegründet, weil unser Namensgeber ja unter tragischen Umständen leider verstarb und wir dann gesagt haben, ja, was machen wir jetzt? Hören wir jetzt auf damit, diese Begegnungsreisen weiterzuführen oder geben wir richtig Gas? Und dann begann ein langer, langer Prozess. Wir haben Brunnenwasser getestet, wir haben Grundstücke ausgesucht, wir haben eine super Partnerstiftung, auf die wir natürlich auch noch kommen, die für uns die gesamten Sachen in Senegal erledigt. Weil das ist ein Riesenunterschied, ob wir als Deutsche mal zum Notar kommen, weil dann wird es ruckzuck teurer. Ja? Das heißt, dieser lange Prozess, bis dann dieser Schulbau, unser großer Traum, wir haben das ja schon vor Jahren gesagt, dass wir davon träumen, dieses Thema Bildung ganz nach vorne zu bringen. Ja, der wurde dann so langsam, aber sicher wahr. Und das sind einfach Bilder, die uns daran erinnern, was das für eine tolle, teilweise auch nicht leichte Reise war, weil es natürlich die üblichen Schwierigkeiten zwischendurch gab. Aber ich kann Ihnen sagen, dieser Stiftungsrat in der Elhad Diouf Foundation, das ist schon was Besonderes. Und der Mann wird gleich auch noch zu Wort kommen, einer der wichtigsten Menschen überhaupt. Und Sie haben alle auf Ihrem Stuhl, glaube ich, so eine Art Postkarte gesehen. Da ist eigentlich der Weg dieses Bildungskomplexes aufgezeichnet. Und wir haben eigentlich die Bitte, schicken Sie es in die Welt hinaus. Eine normale Postkarte mit ein paar netten Zeilen, auch EDF-Gala war gar nicht so mies. Und vielleicht finden wir ja wieder ein paar neue Förderer, Unterstützer oder Leute, die einfach Lust haben, uns dann wirklich auch zu unterstützen. Die Partnerstiftung, die AKS, ist ein ganz wichtiger Baustein. Wir haben sehr ambitionierte Projekte und das sind Menschen, die arbeiten 24/7 seit Jahren, kann man sagen, und sind in einer Art und Weise immer auch hellhörig, wenn wir sagen, das müssten wir und könnten wir das nicht ändern. Unser Motto, das sagen wir immer wieder gerne, ist ja, wir wollen eigentlich nicht für Afrika was machen, sondern mit Afrika. Und das gelingt da ganz gut. Und der Präsident der AKS, also unserer Partnerstiftung vor Ort, ist übrigens genauso wie alle, die mitarbeiten, auch alle, die in einem Stiftungsrat sitzen bei uns. Also praktisch alle sind gut bekannt mit Elhad Diouf. Und jetzt hören wir Bassirou Gakou. Bonsoir aux nombreux supporters venus d'Allemagne. Je m'appelle Bassirou Gakou, je suis le président de l'association Coupe Salé, partenaire de la Fondation Elhad Diouf. Je tiens à vous remercier personnellement pour avoir honoré de votre présence cette soirée de gala. Je profite de l'occasion pour adresser mes vifs remerciements à l'équipe de la Fondation Elhad Diouf qui travaille jour et nuit pour la réalisation de nos projets de cœur. Ce complexe scolaire Elhad Diouf
est la fierté de tous, à savoir les autorités étatiques, les autorités académiques, les parents d'élèves, les élèves et les enseignants. Tous les fonds collectés par l'équipe de la Fondation El-Hadj Mamadou Diouf vont au projet jusqu'au dernier centime. Merci du fond du cœur. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée à la mairie de Strode. Merci et bon gala. Ja. Ein unglaublicher Typ. Kleines Beispiel, Tobias Rusteberg und ich haben einen Termin mit ihm, als wir in Senegal waren. Jetzt kommt der Kerl nicht. Haben wir gedacht, das gibt's doch nicht, der ist doch so zuverlässig. Was ist denn da los? Er kam nicht. Am nächsten Tag haben wir erfahren, Tobi wird sich erinnern, wir haben eine Tenniswand eingeweiht. Die war noch nicht fertig, bevor die Schüler kamen. Der hat die ganze Nacht den gemacht. Also das ist schon sehr, sehr besonders. Noch was anderes, weil uns natürlich viele fragen, ja, wisst ihr, so mit Afrika, mit den Abrechnungen und so, weil wir ja gesagt haben, 100%, und das ist wirklich so bei uns, dafür verbürgen wir uns, gehen wirklich in die Projekte. Aber wie ist denn das mit den Abrechnungen? So typisch deutsch. Wie ist denn das mit den Abrechnungen? Ja? Kann ich sowas mal sehen? Können wir. So sieht das aus. Und dann, wenn man genau hinschaut, wenn man also auch den Unterstützern und so weiter etwas nachweisen will, dann sieht es nochmal ganz anders aus. Also das ist ja deutscher als Deutsch. Ich will damit nur sagen, was wir von denen für Abrechnungen bekommen, da ist jeder Cent minutiös aufgelistet. Und deswegen glauben Sie mir, dieses Geld, was ja zu 100% in die Objekte geht, ist bei Ihnen in ganz und bei der AKS und bei uns in ganz guten Händen. So, jetzt haben wir was vor. Jetzt wird es, glaube ich, auf der Bühne ziemlich voll. Wenn ich mal euch bitten darf, zieht mal einfach hier die Kiste zu. Genau. Ja, wir haben ja ein relativ vielfältiges Programm uns ausgesucht. Und jetzt gibt es was in der Region, glaube ich, bekannt ist, aber es kommen viele auch von außerhalb weit her. Wir haben internationalen Gast aus Italien. Wir haben Gäste aus der Schweiz, aus Österreich, also kommen wirklich von weit her. Und ich würde jetzt gerne mal die Dame bitten, die für das alles verantwortlich ist. Das ist nämlich Kerstin Baufeld. Herzlich willkommen, Ihr Tanzstudio, Kerstin Baufeld. So. Damit du gleich weißt, dass es live ist, sage ich dir schon mal, ich habe das Mikro nicht dabei. So geht das hier schon mal los. Gar kein Problem. Aber hinter der Kulisse stehen ja zwei Helfer, die mir jetzt sicherlich ein Mikro bringen. Man muss dazu sagen, Sie können sich nicht vorstellen, was hier los war. Vor 1,5 Stunden ist der Beamer ausgefallen. Das ist relativ schlecht, weil der ganze Abend basiert auf dem Beamer. Und wenn ich mal das Mikro haben könnte, dann, auch kein Scherz, ist jemand unserer Gäste auf dem Weg hierher, der ist mittlerweile im Spital, Bandscheibenvorfall. Wirklich, also der ist losgefahren, das ist, ich kriege kein Mikro. Was machen wir? Laut sprechen, oder? Nein, das hören die nicht. Nein. Oder komm, du kommst nicht daran. Wir improvisieren. Die schlafen noch, die zwei. Erzähl ein bisschen was über dein Tanzstudio. Ich habe schon gesagt, ihr seid ja hier sehr, sehr bekannt. Wenn du jetzt nah rankommst, gibt es natürlich wieder Gerüchte. Weißt du, Bild-Zeitung und so wird eng. Aber meine Frau ist hier, kann nichts passieren. Aber erzähl ein bisschen was über euch. Wie ist diese Idee von dir? Ich meine, du bist ja wirklich vom Fach. Wie ist das entstanden? So, Achtung. Moment, ich höre was. Sollte das ein Mikro sein? Ja, wo ist denn der Ausgang? Ja, wo ist er denn? Da ist er doch. Das geht. Super, danke schön. Ja. War übrigens nur ein Test. Nee, erzähl ein bisschen. Ja. Ihr macht das ja schon ein paar Jährchen. Ja, vielen Dank für die tolle Anmoderation für uns. Und wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir heute dabei sein dürfen. Das ist eine sehr große Ehre und wir unterstützen gerne diese ganz
tolle Sache hier und heute. Ich bin Kerstin Baufeld und mein Tanzstudio ist ungefähr 10 Kilometer von hier entfernt in einem relativ kleinen Dörfchen. Ja. Und trotzdem haben wir dort über 500 Tanzschülerinnen, die jede Woche bei uns tanzen, so im Alter von 5 bis Ende 20. Ja. Und wir machen große Bühnenshows. Wir haben in diesem Jahr auch 7 große Galas gehabt mit 5.600 Zuschauern und bringen also diese ganzen Kinder und Jugendliche auf die Bühne und sind auch so sonst zu Shows in ganz Niedersachsen unterwegs. Wir machen Showtanz, haben immer ein Thema bei unseren Tänzen und ich denke, das ist recht unterhaltsam und ich hoffe, heute sind wir mit 2 Tänzen dabei, dass das heute auch hier gefällt. Wir haben 700 Juroren, also es ist relativ einfach, das kommt gleich raus. Du, wir machen uns jetzt hier vom Acker. Genau. Ihr habt einen tollen Titel auch, dieses ersten Tanzes, der ja auch zu dieser ganzen Thematik passt. Genau, der Tanz heißt Safe Nature. Es sind 34 Tänzerinnen und das ist unsere Tanzakrobatikgruppe. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Spaß dabei. Komm, wir gehen. Viel Spaß.
Das Tanzstudio Kerstin Baufels. So, da wird es dann auch noch eine Zugabe geben. Jetzt muss ich mich hier wieder rauswühlen. Okay. Gibt es natürlich auch nachher noch einen weiteren tollen Tanz, der hat da ein bisschen was mit Wasser zu tun. Ja, jetzt kommen wir zu eigentlich einer typischen EDF-Geschichte, damit Sie mal sehen, wie eigentlich so etwas passiert und wir unsere Unterstützer finden. Es gibt einen sehr lieben Kollegen, Dietrich Kühne, der hier irgendwie auch den ganzen Tag rumwuselt und ja, Fotos macht und uns in vielen Bereichen hilft. Es gibt einen ganz tollen Kalender von ihm noch, kann man alles gucken dann zur Pause. Ich rede wieder zu viel. Der musste jedenfalls zum Zahnarzt. Das ist erstmal schlecht. Das Gute ist, es gab eine Dame, von der er begeistert war, hat gesagt, boah, das ist mal eine Zahnarztpraxis. Und dann hat er so erzählt, also es war nicht so schlimm, er konnte noch sprechen, und hat ein bisschen über die EDF erzählt. Und da hat jene Dame gesagt, ja, also eigentlich suche ich nach sowas, weil irgendwie mir geht's gut, Kohle passt, ist ja teuer Zahnarzt, ne? Wenn man da hingeht, kennen wir ja alle. Aber ich möchte irgendwie was Sinnvolles machen. Gesagt, getan, sie ist in Senegal mitgereist und sie hat dort eine ganze Menge toller Dinge gemacht und deswegen freue ich mich sehr, dass sie da ist. Dr. Anja Herpe, ich sehe nichts, aber kommen Sie doch bitte mal zu mir hoch. Ich hoffe, sie ist da. Sie ist da. Das sieht sehr gut aus, was Sie dabei haben. Ja. Hallo. Hallo. Matthias Stach, mein Name, freut mich sehr. Das Mikro, ich hoffe, jetzt geht's. Also, es ging ja vorhin auch. Wir können den Vorhang übrigens wieder aufmachen, glaube ich, weil da hinten wird übrigens tatkräftig aufgebaut. Aber das ist doch schon cool, wie manchmal so eine Geschichte passiert. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, Dietrich kam in die Praxis und hat mir das erzählt. Und was hat er denn gehabt? Weisheitszahn oder war was Schlimmes? Was Wurde ganz Geburt? Schlimmes. Der ist schon auch eine Mimose, muss man schon sagen. Aber gut. Okay, nee, sorry. Er kam und hat mir das erzählt und irgendwie war es mir immer schon ein Traum, so etwas zu machen und habe dann gedacht, ja, okay, das hört sich gut an. Ich guck mal und war dann auch relativ schnell bereit, eine kleinere Summe zu spenden und habe mir so gedacht, naja, so ganz ehrlich, ich guck mal, was damit so passiert. Und dann war ich dort und dann... Zu der kleineren Summe kommen wir noch. Ja. Das ist alles relativ. So, das heißt, ich habe schon erzählt, Sie sind mitgefahren. Und Sie haben ja was ganz Tolles gemacht. Ich glaube, Sie hatten 1000 Zahnbürsten dabei, 1000 Zahnpasta und, wir haben da auch ein cooles Bild, Sie haben sich um das Thema Mundhygiene gekümmert, wirklich mit den Kids. Wie war das so? Wie waren die Erfahrungen? Also ich war relativ begeistert davon, Ja. wie die Kinder das aufgenommen haben. Also in Deutschland ist es ja normalerweise so, wenn die Kinder zum Zahnarzt kommen, dann würden die am liebsten sich umdrehen und wieder rausgehen. Aber die Nicht Kinder nur dort... die Kinder übrigens. Ja, die Kinder dort, die kamen auf uns zu, die haben sich gefreut, uns zu sehen und waren auch alle direkt dabei und haben mitgemacht. Ja. So, und dann haben Sie ja was gemacht. Sie haben gesagt, naja, wenn ich was mache, mache ich es richtig und haben einfach mal auf sich einen Klassenraum dafür gesorgt, dass so ein kleiner Klassenraum entsteht. Das zum Thema mal eine kleine Spende. Der kostet jetzt nicht 2,40 €. Aber Sie hatten einen Wunsch und haben gesagt, also wenn, möchte ich aber, was wollten Sie für eine Tür haben? Eine pinke Tür. Ist das okay? Absolut. Also natürlich trägt dann auch dieser Saal Ihren Namen, ja, und ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber wenn es mal drückt und Sie gehen in die Praxis, dann werden wir sehen, die Praxis ist Senegal-Style, würde ich mal sagen. Also was Sie da, ne, also das Thema EDF, wie Sie das voranbringen, und das ist ein tolles Beispiel, dass es Menschen wie Sie gibt. Und ich glaube, Sie sind ja schon in Vorbereitung, weil das war es ja nicht mit dem einen Besuch. Nein, also ich habe die Ehre, dank Tobi, dass ich im Januar wieder mitreisen darf. Ein Teil meines Teams war ja jetzt schon mit. Im Januar ist der zweite Teil dran, beziehungsweise Victoria kommt das zweite Mal mit. Ja. Und wir sind jetzt in den Vorbereitungen quasi dort wieder Mundhygiene-Training zu veranstalten. Ja, und da freuen wir uns drauf. Alles ist geplant, kann losgehen. Da ich im Journalist bin und dumme Fragen stelle, jetzt haben Sie hier so eine tolle Box. Das sind jetzt keine
Eintrittskarten für mich für ein Konzert. Was haben Sie denn da drin? Und diese Box, das war eine Idee, ich glaube, von meinem Harry. Wir sind zurückgekommen im Mai aus dem Senegal und dann haben wir so gedacht, okay, es war so toll, wir haben so tolle Erfahrungen gemacht, wir möchten quasi aus Dankbarkeit die Fotos auch unseren Patienten zeigen, haben wir gemacht und die Patienten wollten uns eine Spende dalassen und wir wussten irgendwie immer nicht so richtig, wohin damit. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir holen uns diese Box und stellen die einfach vorne an die Anmeldung und dann gucken wir mal, was passiert. Und da ist viel passiert. Viele Patienten haben sich beeindrucken lassen von unseren tollen Fotos. Okay, ich dachte, da ist vielleicht ein Foto oder so. Die sind auch beeindruckt von Ihnen jetzt. Von unseren tollen Fotos und wollten uns eine Spende dalassen und dann haben wir das tatsächlich hier gesammelt und wir haben richtig viel zusammenbekommen. Sagen Sie ruhig einen Betrag. Also ich habe es jetzt nicht auf den Cent gezählt, aber es sind ungefähr 3.000 €. Nur mal in der Einordnung, das ist das Jahresgehalt einer Grundschullehrerin in Senegal. Sie haben ein Jahr für diese Schule eine Lehrerin finanziert. Genau, also ich habe hier quasi so 3 kleine Zettel drin und in Absprache mit den Beträgen, das wusste ich natürlich nicht, aber haben wir tatsächlich es geschafft, eine Grundschullehrerin zu unterstützen für ein Jahr und noch so 2 kleine Spenden für den Kindergarten und für ein Kind dort, das die Schule besuchen kann. Was für ein Beispiel. Vielen Dank. Danke sehr. Danke. Ich nehme das Mikro ab. Genau. Vielen Dank. Keine Sorge, ich gebe es nicht aus. So. Jetzt kommen wir zum ersten musikalischen Höhepunkt des heutigen Abends. Auch so ein Zufall. Ich habe in einem ganz anderen Bereich, ich bin manchmal auch im Bereich Tennis tätig, das werden wenige wissen, aber es macht mir auch Spaß, so mein Nebenberuf neben der EDF. Und da haben wir so eine Art Webinar gemacht und wir wollten eigentlich über die Vergleiche reden, Tennis und Musiker. Was ist mit der Disziplin, die Musiker brauchen, mit dem Training und so weiter und so fort. Und da war ein junger Mann auch zu Gast, wir haben das zu dritt gemacht und ich habe gedacht nach dem Gespräch, wie nett kann man eigentlich sein? Dann habe ich den angerufen und habe gesagt, du, wir machen da so eine kleine Gala im engsten Kreis, 700 Leute. Und vielleicht hättest du Lust am 4. Dezember. Er hatte eigentlich noch einen Podcast zu machen, wir haben häufiger kommuniziert und was der gegeben hat, um da zu sein, weil er irgendwie, darf man in diesen Zeiten sagen, infiziert war von der Idee, aber Sie wissen, was ich meine. Ja? Also der war so hin und weg und es ist mir so eine Freude, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Philipp Dittberner. Nimm Platz, da ist ein Mikro. Ich habe das grob zusammengefasst, aber es stimmt etwa so, ne? Ja, ich habe es hinten gar nicht so richtig gehört. Ich habe nur erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und dass du jetzt, sagen wir mal, keine 1,5 Sekunden gezögert hast, deinen Podcast verlegt hast. Er war auch noch, ich glaube, du kränkeltest ein bisschen. Das Einzige, was du mir gesagt hast, ich muss dahin, ich muss zu euch kommen, ich will nicht krank werden. Ja, meine Mutter ist Apothekerin, der Typ ist gedopt. Da weiß man, was man nehmen muss, auf jeden Fall. Philipp, du hast ja schon lange, wir werden 3 Songs heute von dir hören, aber lass uns mal ein bisschen zu dir kommen. Du hattest ja ursprünglich eigentlich was anderes vor. Wir haben übrigens den gleichen Abischnitt, deswegen ist aus mir nichts geworden, aus dir schon. Du wolltest eigentlich in einen Bereich, wo man in Deutschland sagt, ja Moment, das reicht aber nicht, das Abi hier. Ja, das stimmt. Ich wollte eigentlich Medizin studieren. Das ist eine scheiß erste Frage eigentlich, ne? Ja, das ist super. Reden wir erst über die Dinge, die nicht geklappt haben. Ja, okay. Es wird lange dauern. Und genau, ich habe dann gemerkt, ach scheiße, da hätte ich ja auch mal ein bisschen mehr machen müssen für. Ja. Und dann bin ich erstmal Physiotherapeut geworden und habe dann gemerkt, reicht immer noch nicht. Und nebenbei habe ich Musik gemacht, ja. Du hast, war das mit 12, wo du deine erste Gitarre, glaube ich, von der Oma geschenkt bekommen hast? Oder also relativ früh. Und du warst ja ein Heavy-Metal-Typ.
Ich hatte eigentlich lange Haare und Übrigens hatte ich auch mal, das glaubt mir keiner, aber ich habe es komplett offen getragen, ehrlich. Ja? Naja, aber es geht um dich, sorry. Ja, nee, alles gut. Ja, ich habe Musik gemacht, irgendwie, es hat mich mein Leben lang begleitet. Es war, also meine Eltern haben immer gesagt, mach lieber irgendwas, ne, keine brotlose Kunst und so und warte noch, die Wartesemester kommen, dann das kannst du von meinen Eltern studieren. Auch übrigens. Ja. Und am Ende ist irgendwie alles dann doch anders gekommen und ja, jetzt mache ich das seit 10 Jahren. 10 Jahre. Schreibst auch für andere, wirklich auch sehr bekannte Menschen, wie Leonie beispielsweise und so. Also du hast das Hobby zum Beruf gemacht. Und du hast dieses Thema Straßenmusik, ist bei dir auch ein ganz großes. Ja, wir haben uns so einen kleinen Witz draus gemacht. Ich glaube, das wird vielleicht heute der ein oder andere auch merken, dass man die Songs von mir kennt, mich vielleicht nicht. Und wir sind dann einfach auf die Straße gegangen und haben das heimlich gefilmt und haben zu den Leuten gesagt, okay, ich spiele jetzt mal einen Song vor, oder ich spiele 3 Songs vor von mir und ich wette, einen kennst du. Und da haben die Leute immer gesagt, Digga, keine Ahnung, wer du bist hier in Berlin an der Bushaltestelle, aber hau ab. Und dann haben wir das gefilmt und das wurde dann zu einem relativ großen TikTok-Hype. Er untertreibt kolossal, das war ein Burner. So sagt man, glaube ich, heute. Ja, ich bin auch schon älter, deswegen weiß ich auch nicht mehr. Aber auf TikTok war das bestimmt der Burner. Ja. Ja, cool. Also das war so ein bisschen Songs für Fremde, ne? Irgendwie. Genau, wir haben uns da einen Witz draus gemacht. Es war irgendwie spannend, weil auf einmal ganz viele Leute wieder meine Musik entdeckt haben tatsächlich. Und die Hallen wieder größer wurden, was dann doch mit sozialen Medien so zu machen ist. Du wirst jetzt 2 Songs singen und es gibt ja einen wahnsinnigen Zufall, denn ich muss gestehen, ich habe mir einen Song gewünscht. Ja. Und dieser Song, ohne dass wir jetzt verraten, was es ist, erstmal passt er 1:1 zu dieser Gala, aber es ist auch ein besonderer Song für dich, weil du warst da dann auch schon mal mutig, weil du gesagt hast, jetzt lass mal ein bisschen politisch werden. Ja, ich glaube, in der Zeit, wo so viel passiert und gerade im Mainstream doch immer alle so in der Welle des, sag jetzt bloß nichts Falsches sagen, damit ich irgendwie Hörer verlieren könnte, fand ich es irgendwie wichtig, dann auch mal zu sagen, das ist meine Meinung, dazu stehe ich und wer eine andere hat, muss auch nicht auf meine Konzerte kommen, muss ich ehrlich sagen. Und ein politisches Statement setzen für Menschlichkeit ist, glaube ich, jetzt auch kein falsches. Das würde ich auch sagen, ja. So, ich könnte stundenlang mit mir quatschen, das ist mein Problem, deswegen überziehen wir regelmäßig bei einer Gala. Aber du hast natürlich noch jemanden mitgebracht, der dich begleiten wird. Daniel Hasbecker ist in the house. Ich hoffe, er ist da. Er ist da, Gott sei Dank. Er konnte es einrichten. Auch ein Applaus für Daniel Hasbecker. So, und dieser erste Song, den du uns präsentierst, bitte auf den Text achten. Ich schmier dir jetzt nichts ums Maul und so. Das ist hier. Ein Zuhause. Es könnte nicht treffender sein, worum es bei uns geht. Philipp Dittberner. Kinderlachen zerfällt zu Staub wie all die Häuser. Die Ruinen waren mal eine ganze Stadt. Eingezäunte Zelte sind gefüllt mit Ängsten, doch sie stehen nicht an einem Ostseestrand. Und jede Sprache kennt das Wort der Heimat, und jede Heimat wird auf der Welt geliebt. Als wird der Mensch mit seinen Wurzeln wegrennen. Doch was ist, wenn der Baum in Asche liegt? Und jeder Mensch braucht doch ein Zuhause. Doch was ist, wenn es Zuhause nicht mehr gibt? In der Wüste und im Meer, dort liegen Kleider, die haben sicherlich mal irgendwem gehört. Und
Und der Mob sucht die Schuld hier auf der Straße. Doch was ist, wenn ihr Schicksal morgen kippt? Suchen die dann nicht woanders ein Zuhause, wenn es zu Hause nicht mehr gibt? Sie sagen, geh zurück da, wo du herkommst. Ich frag mich, kennen Sie den ganzen Weg? Millionen Schritte durchzogen fremde Länder, mit der Ungewissheit, wo man heute schläft. Und die Gesichter, die man kennt, die sind woanders. Und woanders ist schon Ewigkeiten her. Und das Dorf, wo die Kinder am Brunnen sangen, das Dorf, das gibt es jetzt nicht mehr. Und jeder Mensch braucht doch ein Zuhause. Doch was ist, wenn es Zuhause nicht mehr gibt? In der Wüste und im Meer, dort liegen Kleider, die haben sicherlich mal irgendwem gehört. Und der Mob sucht die Schuld hier auf der Straße. Doch was ist, wenn ihr Schicksal morgen kippt? Suchen die dann nicht woanders ein Zuhause, wenn es zu Hause nicht mehr gibt? Philipp Dittberner. Dankeschön. Wir Fernsehfuzis, wir tun ja immer so, als sind wir mega cool, aber da kann ich mich nicht mehr halten. Jetzt kommt ein Lied, was auch, glaube ich, der eine oder andere schon gehört hat. Was ist eigentlich mit dem Thema Flugschein bei dir? Ja, ich hatte darüber mal nachgedacht. Du bist überrascht, ne? Ich habe total recherchiert da bei dir. Ja, ich merke es schon. Leider habe ich mich dann länger mit einem Piloten unterhalten und gemerkt, dass man auch nicht schneller nach Osterode kommt. Man muss leider sehr viel planen und in Deutschland sehr viele Hürden überbrücken, damit man dann auch losfliegen kann. Die Romantik, morgens zu sagen, Stachy, komm vorbei, wir fliegen heute los, die gibt es dann leider doch nicht. Das müsste man dann länger planen. Aber vielleicht mache ich doch noch einen Flugschein, ich weiß es noch nicht. Bleib dran. So, und jetzt kommt eins dieser Lieder, von denen Philipp erzählt hat, die ihr auf der Straße gesungen und haben die Leute gedacht, ach, der ist das, so sieht der aus. Viel Vergnügen bei Wolke 4. Lass uns die Wolke 4 bitte nie mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Ziemlich gut, wie wir das so gemeistert haben, wie wir die großen Tage unter kleinen Dingen begraben. Der Moment, der die Wirklichkeit maskiert, es tut nur gut zu wissen, dass das wirklich funktioniert. Lass uns die Wolke 4 bitte nie mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal
und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Nicht gesehen, was da vielleicht noch kommt, was am Ende da mein Leben und mein kleines Herz zerbombt. Denn der Moment ist das, was es uns zeigt, dass die Tage ziemlich dunkel sind, doch dein Lächeln bleibt. Doch dein Lächeln bleibt. Lass uns die Wolke 4 bitte nie mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Lass uns die Wolke 4 bitte nie mehr verlassen, weil wir auf Wolke 7 viel zu viel verpassen. Ich war da schon einmal und bin zu tief gefallen. Lieber Wolke 4 mit dir als unten wieder ganz allein. Philipp Dittberner und Daniel Hasbecker. Vielen Dank, ihr beiden. Philipp Dittberner. Und keine Sorge, natürlich wird er uns noch zum großen Finale einsingen. Ist doch klar. Wenn ich richtig informiert bin, stimmt das? Ja, ne? Oder? Du überlegst gerade? Ich kann dich leider nicht hören, wenn ich die In-Ears drauf habe, weil ich dich da nicht höre. Ich hatte vermutet, dass du eventuell noch mal kommst so zum Finale. Ich bleib so lange da, wie du so sagst, dass ich bleibe. Ich bin heute den ganzen Abend hier. Das höre ich am liebsten. Toll, danke dir sehr. So. Ich habe übrigens ganz minutiös so einen Zeitplan aufgeschrieben. Ich hänge ohne Ende. Also das ist Wahnsinn. Jetzt wollte ich aber mal jemanden begrüßen, nur mal, um so eine kleine Stimmungslage zu bekommen. Boris Becker ist in the house, ladies and gentlemen. Ich will nicht lange stören, wir quatschen ja dann noch ein bisschen. Ich habe dir ja schon so oft erzählt und viele, viele Jahre reden wir über die EDF, diese speziellen Vibes. Wie geht's dir bisher? So, was ist so dein Eindruck? Du sag die Wahrheit. In der Regel sage ich immer die Wahrheit. Weiß ich? Nein, es ist eine sehr emotionale Situation. Ich bin überrascht, dass du eine Seite hier zeigst, die ich so noch nicht lange von dir kenne. Ich habe ein offenes Herz für Afrika, dazu kommen wir gleich später auf der Couch und ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Wir freuen uns, dass du hier bist. Boris Becker. So, wir wollen jetzt eigentlich mal zeigen, wie rasend diese Geschichte der Ella Tschouf Foundation eigentlich, ich hatte das ja so ein bisschen erklärt, wir waren alle zu Tode betrübt aufgrund dieses tragischen, unverschuldeten Verkehrsunfalls, wo er hinten auf dem Sozius saß. Das ist wie Taxi in Senegal und dann angefahren wurde und leider verstarb. Und dann haben wir gesagt, jetzt erst recht, das ist ja so ein bisschen der Weg. Das heißt, gegründet im Juni, dann ist das Blaue Haus entstanden, dann haben wir Grundstückserwerb, wir haben uns Grundstücke angeguckt, meine Güte, Tobias Rusteberg hatte nur Fragezeichen auf der Stirn. Dann haben wir ein Nachbargrundstück auch schon erworben, weil wir denken, das muss ja nicht jetzt das Limit sein, da kann ja auch noch mehr kommen. Ja, die Grundsteinlegung und mittlerweile, und da werden wir noch ganz viele tolle Bilder sehen, ist die Schule schon längst in Betrieb für 305 glückliche Kids. Also das ist schon ganz gut. So, und jetzt
gab es bei der letzten Gala einen Menschen, der etwas versprochen hat. Das ist, also Sie müssen sich vorstellen, Boris kennt sich da aus wie kein Zweiter. Es gibt ja logischerweise unterschiedliche Tenniscourts. Und dieser Mensch vertreibt im Prinzip, Rebound Ace nennt sich das Ganze, vielleicht kennt die eine oder andere oder der eine oder andere das Ganze, und ist weltweit bekannt. Jetzt haben wir gesagt, Mensch, wir bräuchten mal so einen coolen Platz da irgendwie in der Schule, das ist so ein Signature-Move, wo die Schule vielleicht auch das an Vereine vermietet und das wieder als Schulgeld zurückkommt. Und dann war dieser unfassbar nette Mensch, der mittlerweile ein Freund ist, zu Gast und hat Folgendes versprochen. Vor 5 Jahren. Was veranstaltet ihr da jetzt? Wir reden ja über Senegal, ne? Wir reden nicht über Buxtehude, sondern Senegal. Also Schulgelände, viel Platz, was wir veranstalten werden, dass wir den zu errichtenden Tennisplatz, den ihr plant, können wir uns mal anschauen, wie das dann so aussieht, aber redet ruhig weiter. Dass wir den mit unserem Rebound Ace Belag kostenfrei ausstatten. Kostenfrei! Ja, der kann uns ja viel erzählen, das ist ja klar. Wir sind dran geblieben, aber das mussten wir gar nicht, weil der sich permanent gemeldet hat. Was ist nun mit dem Platz? Und es war schwierig, weil er hat Kontakte nach Australien. Da wechselte der Firmenchef. Das heißt, wieder neu alles aufbauen. Ja, der hat aber zugesagt, hat versprochen. Wir reden übrigens über ein Gesamtwerk von mehreren 10.000 Euro. Also ist nicht mal so eben gemacht. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Wie gesagt, mittlerweile ein guter Freund, ein gern gesehener Gast bei uns, Andi Kämmerer. Jetzt hier nicht noch irgendwelche Bänderverletzungen, ne? Sonst, komm. Hier, erstmal schön, dass du da bist. Andi, du hast hier was mitgebracht. Das packen wir mal aus, weil das ist ja auch so eine EDF-Geschichte. Also pass auf, ich erzähle es erstmal. Es ist so, Andi hat natürlich viele Fragen an uns gestellt, die wir gar nicht beantworten können. Ihr braucht eine Unterlage. Das muss ordentlich gerüttelt werden. Das muss fest sein, damit wir unseren speziellen, ich nenne es mal Beschichtung, da drauflegen können. Wie ist das vor Ort? Haben wir gesagt, ja gut, fragen wir, was willst du denn wissen? Ja, ich muss diese Pflastersteine, das muss ich sehen. Was ist das für ein Ding? Dann haben wir gesagt, Andi, Junge, Senegal, Deutschland, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Dann wurde aus Senegal, das ist keine Geschichte, und jetzt kannst du es auspacken, ein Pflasterstein gesendet. Erzähl du. Richtig. Das war die große Frage, auf was bringen wir unsere Beschichtung auf? Ja. Beton war ich sehr, sehr skeptisch. Das war zuerst vorgeschlagen. Stimmt, das hat man zuerst gedacht. Das funktioniert meistens nicht, ja, weil mit der Bewährung und so weiter und so fort. Und ich sagte, wir machen so viele Streetballplätze und Basketball war ja auch ein Thema. Ja. Pflastersteine, das ist das Einfachste, das wird funktionieren. Aber eines sollte ich vielleicht doch mal sehen. Ja. Komm. Dann habe ich das Bild gesehen und dann kam er über Umwegen her und dann kam dieser Brocken raus. So, und jetzt sehen wir schon, wir sehen im Hintergrund, haben wir eben gesehen, dieser Pflasterstein, der ja wie so ein kleines Paket, sehr schweres Paket, die Post hatte, glaube ich, heute noch einen Hals. Und dann hat der wirklich aufgemalt und ich werde das nie vergessen, wie du uns Videos geschickt hast. Lieber Tobi, lieber Stachy, ich habe jetzt mal die erste Schicht aufgetragen, das ist vielleicht nicht optimal, ich probiere noch mal eine andere. Ja, ich musste ja wissen, welche Art von Material und wie viel ich runterschicke. Das war ja Lotteriespiel eigentlich. Und dann habt ihr unfassbar viel Material rübergeschickt und dann kam dein Sohn Olli ins Spiel. Auch ein unglaublicher Typ, der eigentlich gar keine Zeit hatte. Transport von den ganzen Gerätschaften und dem ganzen Material hatte sich verzögert. Ich glaube, der hat permanent seine Termine verlegt in einer Tour. Ja, und das sind jetzt Bilder wie dieser Platz, das lassen wir mal im Hintergrund laufen. Olli ist ein wunderbarer Mensch. Und Andi, er hat auch viel erzählt, was die Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort, Stichwort AKS, anbelangt. Ja, richtig. Zunächst mal muss ich mich ja bei ihm ganz besonders bedanken. Schönen Gruß nach Melbourne, der schläft jetzt. Er hat sofort, als ich ihm gesagt habe, ich spendiere das Material für diesen Platz in Senegal, hat er kurz geguckt und es kam nur ein Satz und er hieß, Daddy, if you donate the material, I donate the work. Ja. Fertig. Das war alles. Und dann hatte ich ihn auserkoren, dort runterzufahren,
oder runter zu fliegen. Es war jetzt, glaube ich, im Mai auf den letzten Drücker, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, mit eurem Termin. Das war sehr eng. Und dann kam er runter und der erste Anruf war, Ja. aber ich glaube, ich bring's hin. Ja. Und mit großer Hilfe von dort unten, mit einem besonders, Mohammed, das ist, glaube ich, der Sohnemann, Tobias. Na? Genau. Ja. Aber die zwei sind inzwischen Brüder. Ist so. Es ist so toll. Was sind das bitte für Menschen dort? Ja, oder? Es ist irre. Und er hat gesagt, also so schwierig es war, wenn du dann die Gesichter und die lachenden Gesichter der Kinder siehst, alles okay. Ja. Und ich glaube, es könnte kein besseres Schlusswort geben. Andi, viel Spaß noch beim Rest. Es ist so schön, dass du da warst und du hast eine schöne Strecke gehabt. Ja? Aber das zeigt dein Herz für die Sache. Wir sind happy, dass wir dich kennengelernt haben. Und das ist wieder so ein Beispiel. Du bist schuld. Ich bin schuld. Ja. Weil du mich damals 21 gefragt hast und so mit deiner Überzeugungskraft. Ja. Nee. Ich habe da gar nichts gemacht. Es ist so toll, was ihr da gemacht habt. Und ich sage dir, Olli und du, ihr seid drüben Legenden. 100%. An die Kamera. Danke. Ja. Nimm ihn als Andenken mit. Ja. Ja, besondere Menschen. Bei einer Gala hier, vielleicht erinnern Sie sich noch, wenn jemand hier war, was wir sehr hoffen, da gab es einen Herrn, der hat auch richtig toll gesungen. Also da sind wir oder Sie ähnlich abgegangen wie bei Philipp, womit mit Recht. Auch er hat immer noch diese Sache im Herzen und er hat alles probiert, wirklich auch zu kommen. Hat nicht geklappt, ist okay, Termine, aber er hat eine spezielle Botschaft. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der El-Hajj DU Foundation. Es freut mich sehr, dass ihr wieder so zahlreich in Osterode zusammengekommen seid, um die EDF zu unterstützen. Wie ihr merkt, kann ich dieses Jahr leider aus terminlichen Gründen nicht persönlich dabei sein, aber dennoch möchte ich euch natürlich auf diesem Wege unterstützen. Mein erstes Treffen mit Tobias und El-Hajj ist mir noch in bester Erinnerung. Das war in Göttingen und weitere Treffen folgten und ich war wirklich beeindruckt von diesen beiden Brückenbauern und ihrer gemeinsamen Vision. El-Hajj sagte zu mir damals, Adel, du musst eines Tages in Osterode singen. Und so war es dann auch. Ich war im September 2018 als eine Art Taufpate der Stiftung dabei und es erfüllt mich daher auch mit etwas Stolz, wenn ich sehe, was aus der damals gegründeten Stiftung geworden ist und was alles schon bewegt wurde. Der Zweck der Stiftung, Bildung, Begegnung, Jugend, Perspektiven, ist mir nach wie vor wirklich wichtig und daher werde ich mich gerne auch zukünftig dafür engagieren. Um jetzt hier an dieser Stelle etwas Konkretes beitragen zu können, habe ich mir was überlegt. Ich möchte der Stiftung gerne eine für mich sehr besondere Jacke schenken. Diese Jacke habe ich damals beim Videodreh von Weinen getragen und anschließend auch während einiger Promoauftritte. Das Teil ist mir damals wirklich sehr ans Herz gewachsen und daher habe ich sie jetzt rausgesucht und möchte sie hier an dieser Stelle der El-Hajj DU Foundation schenken. Ich gebe sie euch hiermit in gute Hände und damit ihr damit eine schöne Spendenauktion anschieben könnt. Vorher werde ich diese Jacke natürlich auch noch signieren. Alle Einnahmen aus der Aktion gehen zu 100% an die EDF. Ich würde mich sehr freuen, wenn hier ein richtig ordentlicher Betrag zusammenkommt. Ich hoffe sehr, dass ich dann beim nächsten Mal auch wieder persönlich dabei sein kann. Ganz viele liebe Grüße und wir sehen uns. Tschüss, euer Adel. Adel Tawil. So, ich habe mich mal umgezogen. Ich weiß, es steht mir nicht. Das liegt aber nicht an der Jacke. Nur, dass Sie nicht denken, jo, klar, Jacke, Adel Tawil, erzähl mir einen vom Pferd. Das ist das Teil. Unterschrieben. Wir werden dafür eine ganz spezielle Auktion und Aktion starten. Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, A, dass sie mir nicht steht und B, dass sie wirklich da ist. Also Adel Tawil, nochmal besten Dank. Tolle Geschichte und ich habe so im Gefühl, den werden wir noch mal im Harz sehen. So, jetzt kommen wir zu einer jungen Dame, die ich durch einen Zufall kennengelernt habe. Ich habe ab und zu erzähle ich auch ein bisschen was aus meiner Berufswelt oder auch vom Leistungssport. Und da gab es eine sehr kritische Beobachterin dieses Seminars,
Denn das Dumme ist, die war Leistungssportlerin und zwar auf einem Wahnsinnsniveau. Olympische Medaille. Zur Sicherheit zweimal Weltmeisterin. Weltcups gewonnen. Also das heißt, da war ich schon unter Druck. Der schönste Ritterschlag war für mich, dass sie mir, und das ist eine, die sagt es geradeaus, dass sie eben nicht gesagt hat, Stachy, was du für einen Müll erzählst, das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Es war ganz anders. Auch sie hat, und sie kommt sehr weit her, aus Österreich, die hat innerhalb von Sekunden gesagt, ja, easy, setze ich mich doch einfach mal 8 Stunden in den Zug. Was soll's? Ist doch ganz einfach für die EDF. So schön, dass sie da ist. Liz Görgel. Setz dich, ich muss diese Jacke ausziehen. Aber sie passt super zur Couch. Du bist, oh, jetzt krieg ich, das ist aber auch ein Schinken, du. Alter Schwede. So, ich habe so ein bisschen unsere Geschichte erzählt, aber es geht ja vielmehr um deine Geschichte. Also ich habe ja schon ein bisschen was von deinen Folgen erzählt. Wenn ich jetzt alles erzählen würde, ja, dann bräuchten wir wahrscheinlich richtig lange. Erstmal ist es mega, dass du da bist. By the way, du siehst top aus, muss ich sagen. Dankeschön. Top. Du auch? Nee, das ist... Also, ja, jetzt fängt sie wieder an zu schwindeln. Ne? Sag mal, sagt eigentlich irgendjemand zu dir Elisabeth? Mein Ex-Freund. Okay. Schlechte Einstiegsfrage. Vielleicht ist er deshalb mein Ex-Freund. Ja, okay, vielleicht. Nee, aber du bist doch wirklich, sagt doch eigentlich jeder zu dir, Liz, auch deine Konkurrentinnen. Und ich glaube, Maria Höfel-Riesch hast du neulich getroffen, ne? So auf alte Zeiten noch ein bisschen geplaudert. Du bist doch bekannt als Liz Görgel. Genau, Liz mit Doppel-Z liegt Richtig? daran, dass meine Homepage-Domain damals, also ich wollte Liz mit einem Z, hat es nicht mehr gegeben, dann habe ich 2 Z genommen und so ist es geblieben. Du wolltest ein bisschen anders sein schon auch, ne? Wer nicht? Ja, stimmt. Bei dir ist es so ein bisschen auch in die Wiege gelegt, ne? Die Mama war echt eine coole Skifahrerin, ist aber in der Zeit gefahren, wo es, sagen wir mal, noch nicht 2,70 € zu verdienen gab. Aber war das klar, dass du in den Skisport gehst? Hast du überhaupt eine andere Chance gehabt? Also meine Mama, Traudl Hecher, war in den 60er Jahren wirklich sehr erfolgreich, hat über 50 Rennen gewonnen. War eigentlich damals ein Rockstar, würde ich sagen, hat jeder gekannt in Österreich sowieso. Sehen wir sie gerade hinter dir? Oh, Mama. Sie ist leider nicht mehr unter uns, sie ist leider letztes Jahr verstorben. Aber sie wollte es eigentlich gar nicht. Aber was cool war bei meinen Eltern, bei beiden, sie haben uns sehr frei erzogen, also mich und meine 2 älteren Brüder. Der Stefan, mein mittlerer Bruder, ist ja auch Skirennläufer geworden. Ja. Und sie haben gewusst, wenn die Kinder für was brennen, dann muss man es unterstützen, unabhängig davon, ob wir Kohle haben. Und so hat mein Vater eigentlich einen Kredit aufgenommen, damit wir ins Internat gehen können. Und ich habe gesagt, mit 10 Jahren, ich möchte unbedingt Skirennläuferin werden, habe dann die Aufnahmeprüfung für Schladming, für die Skihauptschule im Skifahren mit 4 bis 5 geschafft. Okay. Das ist nicht gut. Ja. Habe ich jetzt mir auch so gedacht, ja. Aber ich wollte unbedingt. Und die Trainer haben gesagt, naja, sie ist die Tochter von der Traudl Hecher und sie ist motorisch sehr geschickt, geben mir eine Chance. Kann kein Skifahren, aber motorisch ist sie ganz gut. Ja, sie ist motorisch ganz gut. Aber das kann ja noch werden und es ist tatsächlich geworden. Cool. Also ich habe mich dann sehr schnell, sehr gut entwickelt und das zeigt halt wieder, wenn man eine Chance kriegt und das passende Umfeld bekommt, dann geht eigentlich sehr viel. Du warst zu deiner aktiven Zeit also ich habe mir sagen lassen von anderen, eine Tüftlerin, eine, die jede Nuance, also sagen wir mal, du warst jetzt auch nicht ganz einfach. Ne, so, ne? Wer behauptet das? Das weiß ich, habe ich gehört, aber ist wahrscheinlich gut. Nein, aber du warst schon so eine, die wirklich alles auch materialmäßig rausholen wollte. Was heißt bei euch Tüfteln? Beispiel, Garmisch-Partenkirchen, ich wurde Doppelweltmeisterin. Und können wir kurz applaudieren? Danke. Und meine Tüftlerei ist mir genau dort zugute gekommen, weil da ist der erste Tag, man bereitet sich vor, man fährt den Hang 3-mal frei ab, man hat 45 Minuten Zeit, also ohne Tore, es war Super-G. Das ist ein bisschen weniger schnell wie Abfahrt, zur Erklärung. Und ich bin das erste Mal über die Kante gefahren und es war
blitzeblau und Eis, also absolut eisig, also absolut blank. Und ich habe keinen Grip auf meinen Skiern gehabt. Das heißt, ich habe überhaupt keine Chance gehabt, eine Kurve zu fahren. Hast du da eigentlich Schiss als Athletin? Respekt. Okay. Ich hätte Schiss. Ja, das ist eine Frage der Definition, das macht was mit dem Hirn. Macht was, ne? Ja, ist ein Unterschied. Das also fightest dann schon dagegen auch an. Wir sagen immer Respekt, wenn. Aber Okay. Ich komme jetzt auf den Punkt, also ich habe einen falschen Skischuh angehabt, aber mein Trainer, der war sehr schlau, hat gesagt, nimm unbedingt einen Technik-Skischuh mit, der wesentlich aggressiver eingestellt ist, und das habe ich dann gemacht. Bin sofort drauf, Schuh gewechselt, habe gemerkt, okay, bei der ersten Kurve schon, ich habe einen Grip, und somit war die erste Basis schon geschaffen, dass ich dann wirklich am nächsten Tag performen kann. Und ich glaube, ich war die Einzige, die 2 Skischuhe mitgehabt hat. Okay. Und das macht einen Unterschied. Und ich bin halt jemand, der einfach nichts dem Zufall überlässt, und wenn ich merke, okay, das passt nicht, dann suche ich die Lösung. Und das hat mich weit gebracht und war aber auch notwendig, weil ich in jungen Jahren 3 Kreuzbandrisse gehabt habe. Ja, aber ich habe nicht aufgegeben und habe einfach versucht, okay, was ist das Problem? Und habe meine Lehren gezogen und habe dann 16 Jahre im Spitzensport nie mehr eine schwere Verletzung gehabt. Cool. Aus meiner Sicht kein Zufall. Ja. Nee, das ist sicherlich kein Zufall. Und dann schlagen wir den Bogen zu einer ganz anderen Karriere. Du hast schon gesagt, Garmisch-Partenkirchen war was ganz Besonderes für dich. 2-mal Weltmeisterin. Du warst natürlich schon auch bei denen dabei, wo man gesagt hat, ist im Favoritenkreis. Also du warst jetzt nicht ein Aufsteiger, ne, und so weiter. Aber muss man erstmal so liefern. Aber was mich komplett irritiert, und wir haben gestern darüber gesprochen, ja, es gab eine besondere Geschichte, denn du wurdest um etwas gebeten vor den Wettbewerben. Du erzählst. Ja, das Organisationskomitee in Garmisch wusste, oder die haben, sagen wir so, sie wollten einen Song mit einer Athletin oder einem Athleten präsentieren, also ein Duett. Und die wussten, dass ich gern singe, und ich habe auch immer wieder bei einer Startnummernauslosung a cappella gesungen. Das ist so eine zweite Leidenschaft von mir immer schon gewesen. Schon mit 4 Jahren habe ich immer gesungen. Und dann haben sie mich gefragt. Sie haben gesagt, naja, Ivica Kostelic aus Kroatien singt super, spielt super Gitarre, aber will nicht spielen. Maria Riesch sagt, sie kann nicht singen. Und dann sind sie auf mich gekommen, und ich habe dann gesagt, ja, ich mache das. Ich singe bei der Eröffnung den WM-Song, den offiziellen. Genau. Und dann, danach, und das zieht sich ja nicht über einen Tag, das ist ja dann 2 Wochen, bist du 2-mal Weltmeister geworden. Ich verstehe das nicht, aber ich verstehe es, weil du eben auch so ein bisschen über dein Wesen erzählst, weil ich finde das hochkompliziert, was du da gebracht hast. So, und jetzt sind wir ja beim Thema Musik. Und wenn Sie Lust haben, mal Liz Görgel einfach mal googeln, denn sie singt wirklich. Nächstes Mal, wenn du kommst, übrigens, weißt du schon, was dir blüht. Aber wie kam es dazu? Du hast ja schon länger diese Passion, aber du bist das dann richtig angegangen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einige gesagt haben, ja komm, Görgel, singen, come on. Also weißt du, du kämpfst ja auch immer gegen blöde Meinungen. So. Ja, und Österreich ist ja vorbelastet. Wir kennen ja alle den Hansi Hinterseher, der auch mal Skifahrer war. Das heißt, auch das kann ich mir anhören. Du merkst, aber ich finde, der Hansi macht super. Ja. Er ist ein fescher Typ und Typ. super Ausstrahlung, und das ist alles, was man in der Unterhaltungsbranche fast braucht. Bevor du ihm jetzt einen Heiratsantrag machen willst, es geht um dich. Es geht um mich, ja. Also ich mache Musik aus dem Herzen. Ich bin als Keynote-Speakerin und ich habe ein entscheidendes Erlebnis gehabt. Es war das erste wichtige Rennen in meinem Leben, österreichische Meisterschaft damals. Ich war 11 Jahre. Ich war eigentlich Top-Favoritin. Der Trainer ich habe 2 Rennen komplett verhaut. Am letzten Tag, beim letzten Rennen, niemand hat mehr gesprochen mit mir, und da war ein Co-Trainer, der dann gesagt hat, Liesl damals, fahr mit Herz. Und ich bin dann zum Start, und was hat er gesagt? Ich war so nervös. Was hat er gesagt? Okay, fahr mit Herz. Und ich habe mir das dann irgendwie so vorgesprochen, bin gefahren und durchs Ziel und bin Erste geworden. Und da habe ich gewusst, wie wichtig es ist, das Herz aufzumachen bei allem, was man tut. Und das mache ich immer, so gut ich kann. Tolles Beispiel. Ja,
Und weißt du, dieses berühmte Loch, ich meine, ich glaube, du hast mal erzählt, klar fällt man dann auch in ein Loch. Man muss sehen, das ist dir genauso gegangen wie vielen anderen Top-Sportlern und Sportlern auf dieser Welt. Musik ist eine Passion, Vorträge hast du erzählt, übrigens Michael von Kuhnert, mit dem du, glaube ich, auch was vorbereiten wirst. Mit dem stand ich hier auch schon, wir haben auch schon einen Vortrag gehalten, ist da. Michael Schön, auch ein sehr toller Förderer unserer Sache. Aber das heißt, du hast dann jetzt schon den Weg gefunden, in den du gehst. Und das ist nicht einfach. Wenn du bist ja so getaktet über diese vielen, vielen Jahre. Wir haben gestern gesagt, dir fehlt irgendwann dann die Struktur plötzlich. Weil du willst morgen aufstehen, weil 8 Uhr ist Krafttraining. Und dann sagst du, ach nee, ist ja nicht. Ja, das ist schon eine ganz neue Situation gewesen. Also ich habe 2017 aufgehört und das ist so eine intensive Zeit als Spitzensportlerin. Du bist 24/7 voll beschäftigt, denkst nur an das und das war meine Berufung. Klar. Und ich habe das wirklich gelebt. Das kann jeder in meinem Umfeld bestätigen. Und dann stehst du schon mal da und sagst, okay, um was geht es jetzt eigentlich noch? Was reizt mich noch, was interessiert mich noch, wo bin ich noch gut, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich vielleicht einen Mehrwert stiften. Und ich bin, glaube ich, jetzt auf einem guten Weg. Ich habe einige Ausbildungen gemacht, Mentaltrainerausbildung, systemischer Coach, Konditionstrainerin. Stehe irrsinnig gern noch auf die Ski und gebe jungen Athletinnen was weiter. Und bin aber gleichzeitig so, dass ich sage, ich mag nicht mehr so ein eng getaktetes Leben, ich will mehr Freiheit, ich will Blumenwiese und ich lebe das jetzt alles so und es geht aber eher so Schritt für Schritt weiter. Jetzt gibt es dann ein Buchprojekt mit Michael und lasse mich auch so ein bisschen vom Leben jetzt überraschen. Da ich ja ein alter Sack bin, darf ich dir einen Rat geben? Kommt drauf an, was jetzt kommt. Bleib, wie du bist. Oh. Liz Görgel. Vielen Dank. Und auch da kann man jetzt sagen, ja klar, die Liz weiß jetzt schon seit ein paar Jahren EDF und wir haben viel gequatscht, haben ja dann, als wir uns kennengelernt haben, angefangen, als sie das, was ich gemacht habe, für nicht ganz so mies befunden hat. Allein gestern Abend, wir saßen beim Essen, dann fing ich schon an rumzuspinnen. Man könnte doch für interessierte Firmen, für die EDF, mache ich einen Skikurs und dann machen wir ein Wochenende und dann mache ich noch einen Vortrag und so weiter. Also ich will nur Ihnen ein bisschen so diese EDF-DNA, und ich habe das jetzt nicht angeschoben und gesagt, Liz, du müsstest mal, also das rattert und das ist ganz toll, dass wir solche tollen Menschen an unserer Seite haben. Ein weiterer dieser tollen Menschen, ja. Wir haben als großzügigen Unterstützer neben mehreren Firmen, es gibt ja viele Unterstützerfirmen, die uns seit vielen, vielen Jahren wirklich da auch sehr helfen, solche Projekte umzusetzen. Es gibt einen Herrn, Dr. Sven Vogt, der leider heute nicht da sein kann, KKT-Geschäftsführer. Das ist eine sehr bekannte Firma, für die ein bisschen weiter wegkommen. Hier in Osterode, langjähriger Unterstützer, habe ich gesagt, war selbst bei der letzten Reise dabei, heute terminlich verhindert, aber er hat gesagt, Leute, ich hätte da mal eine Idee. Ich hatte das große Glück, im Juni dieses Jahres bei 45 Grad im Schatten die Gebäudeeröffnung dieser genialen Schule in Karolac erleben zu dürfen und dabei zu sein. Und ich habe einen Menschen, einen Freund, einen Seelenverwandten dort kennengelernt, den jetzigen oder zukünftigen Direktor Fofana. Ein Mensch, der über Monate, wenn nicht sogar Jahre, den Aufbau neben seiner Haupttätigkeit in seiner Freizeit ohne Rücksicht auf seine Familie begleitet hat und quasi rund um die Uhr fast da war. Ich stand mit ihm auf dem Schulhof bei 45 Grad. Ich möchte das nochmal erwähnen. Er hat mir immer seine Wasserflasche gegeben und hat immer gelächelt. Und ich musste ihn fragen. Ich spreche leider kein Französisch und er kein Englisch, aber wir hatten einen tollen Übersetzer, der Jimmy. Und ich habe ihn gefragt, warum machst du das eigentlich? Was ist dein Anreiz? Und er sagte mir dann, guck in die Augen der Kinder. Ich weiß nicht, ob es an der Hitze lag oder wirklich daran, ich habe Sternenhimmel, leuchtende Sterne gesehen. Und er sagte dann zu mir, es sind Glückskinder. Wochen und Tage danach habe ich überlegt, was meint er damit?
bis mir der Gedanke endlich eingefallen ist. Er sagte, es sind Glückskinder, die das Glück haben, hier in eine Schule zu gehen, Wissen zu haben, sich zu entwickeln und damit eine Zukunft aufzubauen. Und das von Menschen wie Djibi, aber auch gerade dieser neue Direktor, der Herr Fofana, die dafür ihr Leben, muss man sagen, schon wirklich auch opfern. Es sind Menschen, die hochqualifiziert und gebildet sind und nicht nach Europa gehen, sondern in Afrika bleiben, im Senegal bleiben, in Karolac, um diesen Kindern, diesen Jugendlichen eine Zukunft zu geben. In einer heutigen Zeit, wo es immer wichtiger ist, dass wir eine Brücke bauen, die zwischen den Kontinenten, zwischen den Regionen, Religionen und was auch immer einheitlich ist, die Zukunft bilden, weil diese Kinder, das ist mein fester Glaube und mein Wunsch und meine Hoffnung, werden nie gegeneinander in den Krieg ziehen. Das werden Freunde des Lebens sein, Freunde der Verbundenheit, Freunde der Brücke. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, ihm sein Gehalt für die nächsten 3 Jahre zu bezahlen, weil ich ihn emotional, ihr merkt das, als Freund gewonnen habe und ich sage, ich kann nur damit ihn unterstützen. Wir können Geld geben, das ist ganz wichtig, aber viel wichtiger ist, dass wir die Macher, die EDF, die Verrückten wie Tobi und andere, die einfach sagen, wir legen los, ohne Konsequenzen, wir opfern uns auf, wir bringen uns ein, wir schaffen das und wir haben es geschafft, wir zusammen alle mit dieser genialen Schule. Und ich kann nur sagen, von mir für Herzen diese 20.000 für die nächsten 3 Jahre, für sein Gehalt, dass er den Traum für uns verwirklichen kann. Und ich freue mich, dass so viele mitmachen. Und ich möchte, macht alle mit, an euch sagen, macht mit, jeder Euro zählt, jeder Euro kommt an. Wer da unten einmal gewesen ist, und ich war es, sieht, was damit passiert, was mit den Kindern passiert, was die Zukunft da ist. Und deswegen, es sind kleine Beträge, 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro. Haut sie raus, einfach machen, ihr unterstützt das. Ich wünsche mir, dass wir dieses Schulprojekt weiter vollziehen und dass wir in Jahren sehen können, was wir für tolle Menschen dort in den Lebensweg begleitet haben und für Zukunft haben. Ich freue mich heute auf eine weitere schöne Gala, grüße ganz lieb und sage bis zum nächsten Mal. Euer Sven. Muss man dazu gar nicht sagen. Ja, und wir sehen, was durch sowas alles bewirkt wird. So, vor Jahren habe ich mich hier auf der Bühne versucht in einem Poetry Slam. Es war gelinde gesagt kläglich, aber weil sie ja nett waren, alle zu dem netten Glatzkopf, gab es auch ein bisschen Applaus. Jetzt haben wir uns gedacht, jetzt laden wir mal eine ein, die es richtig kann, die deutsche Meisterin ist, die auf ganz tollen Wettbewerben dabei ist und die auch ein Stück für uns vorbereitet hat, das habe ich mir natürlich auch vorher angehört und so weiter und so fort, das auch wieder wie die Faust aufs Auge zu unserer Thematik passt. Liebe Kids in Senegal, wir schaffen euch eine Perspektive. Vielleicht gibt es Grund und Gelegenheit, im eigenen Land zu bleiben, da was zu bewirken. Und das Ganze zentriert sich immer um Bildung. Ich freue mich so mega, dass sie da ist. Mit ihrem Stück Zwei Brüder, Theresa Sperling. Guten Abend. Wer von euch hat mehr als ein Kind und Geschwister? Einmal kurz melden. Okay, ich sehe nichts, aber ich ahne viel. Ja, dann könnt ihr wahrscheinlich die Beobachtung teilen, die ich gemacht habe. Ich habe 2 Söhne und ich habe 2 Schwestern. Und es scheint ja so, als würde der Teufel immer auf den gleichen Haufen scheißen. Ja? Also die Begabung ist nicht so ganz gerecht verteilt. Das ist so der Eindruck. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das gar nicht stimmt. Das scheint nur so, weil wir gelernt haben, einander immer nur leistungsorientiert zu beurteilen. Und wir geben überhaupt keinen Raum mehr für Menschen, die nicht sofort Output geben, sondern die introvertierter sind, die nachdenklicher sind. Und der Text soll das ein bisschen aufbrechen und soll dafür werben, dass wir einander zuhören und einen weniger leistungsorientierten und empathischeren Blick und lösungsorientierteren Blick aufeinander haben.
Denn wir sind angewiesen auf alle Kräfte, die wir haben, um diesen Planeten und die Menschen, die darauf leben, zu retten. Und das soll der Text auch ein bisschen bewirken. Und er beginnt und endet mit einem Zitat aus einem Macklemore-Song, etwas abgeändert vom Original. Und ihr erkennt es daran, dass es auf Englisch ist. Und der Text trägt den Titel Zwei Brüder. And I went outside, and I climbed that rock, and I jumped, Mama. I jumped so high, I touched the sky, Mama. I touched the sky. It was the best day of my life. Zwei Brüder stehen auf einem Felsen und sehen beide raus aufs Meer. Der eine spürt der anderen Blicke, blickt hinunter, tut sich schwer. Das Wasser scheint ihm sehr weit unten, ziemlich kalt, nicht tief genug. Der Felsvorsprung ein wenig glitschig. Der Sprung vom Felsen braucht viel Mut. Und wäre es auch recht und gut, hier jetzt einfach so zu baden, Spaß zu haben, rücksichtslos mal nicht zu denken, während draußen auf dem Meer Menschen ums Überleben kämpfen? Denn so ein Flüchtlingsfloß ist gnadenlos der Urlaubssonne ausgesetzt. Kaum besser als die Luftmatratze, mit der er rausgeschwommen ist. Sollte er sein neu gekauftes Luftmatratzenrettungsboot vom Wind wohl weitertreiben lassen? Wer weiß, wer hinter Wassermassen auf Rettung hofft in letzter Not. Aber was wäre, wenn sich sein Plastikschiff, und der Gedanke trifft ihn hart auf seiner Lebensrettungsfahrt, verfängt im nächsten Meeresriff, wo ihm in dunkler Wasserwelt ein Haifischbaby zum Opfer fällt? Weil Plastikmüll doch ein Problem ist. Der Klimawandel so extrem ist, denkt er sofort mit flauem Magen an trockene Zuckerrohrplantagen, an in der Hocke kackende Kinder ohne Sanitäranlagen. Er will Pflanzen gießen, bis sie reif und nahrhaft sind, hofft, dass sie nicht schadhaft sind, will niemals Pestizid verwenden und das Bio-Angebaute schnell nach Afrika versenden, wo arme Kinder seines Alters in aufgedunsenen Wasserbäuchen doch noch so viel mehr als all das und dringend seine Hilfe bräuchten, weshalb sie jetzt in schlauchender Hitze da draußen auf dem Schlauchboot sitzen. Und wäre sein Gemüt kein sanftes, er würde wütend, ob des Kampfes. Denn all das Leid unseres Seins scheint in kleinen Plastiktütchen in sein Köpfchen eingeschweißt, zu viel Energie verbrauchend ins junge Seelchen eingespeist. Er hat Angst vor so vielen Dingen, Angst vor dem Altwerden, Angst vor dem Sterben, Angst, dass Jungs, die nicht von Klippen springen, im Himmel nicht empfangen werden. Er hat Angst davor, dass ihm am Sarg das Viecherzeug die Haut zerkaut. Angst davor, dass Verbrennen wehtut, denn Tote schreien ja nicht laut. Er hat Angst vor der Wiedergeburt aus Analbakterium. Er hat Angst vor dem IS-Attentat-Imperium. Er hat Angst vor der Hölle, auch wenn es die nicht gibt. Und er hat Angst davor, dass es Gott nicht gibt und er ihn auch nicht liebt. Er blickt beklommen auf zum Horizont, damit sein Kopf zur Ruhe kommt, nicht all seine Synapsen sprengt und er nicht mehr ans Springen denkt. Von der feinen Linie abgelenkt, die Himmelblau von Meerblau trennt. Wow, the sky. Und am Ende springt er nicht. Nimmt seine kleine Luftmatratze, die hat ganz plötzlich viel Gewicht, denn sie rettet keine Menschen und löst so unter den Arm geklemmt die Fehler nicht in dem System, das Flüchtlingshunger-Müllproblem. Sie schützt ihn nicht mal vor den Blicken derer, die ihn weggehen sehen, deren Urteil auf ihm lastet, als er sich rückwärts runtertastet. Der Jüngere schaut in Seelenruhe auf das dunkelblaue Wasser, kneift abschätzend die Augen zu, kalkuliert das Risiko. Von Felsvorsprung bis Meeresdecke sind 7 Meter, nicht so hoch. Er ist nicht dumm, im Gegenteil, er denkt nur ziemlich rational und aus des Augenwinkels Ecken sieht der kleine Tausendsasser, wie die anderen zu ihm schauen. Er reckt das Kinn, er spannt die Muskeln, streckt die Arme, hört das Raunen. Guck doch mal, der Kleine springt, na der ist mutig, fabelhaft. Und er springt ab. Mit aller Kraft. Er springt so hoch, dass es so aussieht, als würde den Himmel er berühren. Und am höchsten Punkt des Sprungs will er erst Wind, dann Wasser spüren. Man sieht ihn fallen, man hört das Platschen und dann schwimmt er wie ein Aal. Und weil die anderen jubeln, klatschen, springt er logisch gleich nochmal. Die Mutter klatscht stolz für den Kleinen, hält den Großen festgedrückt. Sie weiß von seinen großen Träumen vom Weltschmerz, der ihn so bedrückt. Nur deshalb ist der Sprung missglückt. Und die Moral aus dem Gedicht? Der eine springt, der andere nicht. Wir sehen am Ende nur den Sprung. Die Gedanken sehen wir nicht. Und nun sag du mir, wertes Publikum, falls ein Urteil möglich ist, welcher Bruder mutiger ist. And I went outside and I jumped. No, I went outside and I climbed that rock. I didn't jump, Mama. I don't know why. But just for that moment, my thoughts, Mama, my thoughts have touched the sky. Theresa Sperling. Von der Lavur.
Ich habe ja von meinem kläglichen Versuch erzählt, ich hatte ja natürlich Zettel in der Hand und abgelesen und so. Gibt es eine Technik, dass du dir so, natürlich hast du 2 Brüder und viele andere tolle Dinge schon mehrfach logischerweise aufgeführt. Gibt es eine Technik, die einem hilft, so kompliziertes Wortwerk wirklich so auf die Bühne zu bringen? Du meinst das auswendig lernen oder was genau meinst du? Ich finde es, hast du, zum Beispiel, du hast gesagt, lass uns lieber danach reden. Also ich sage mal so ein bisschen Fokus, was ich verstehe. Wie bereitest du dich auf so ein Ding vor? Also ich habe natürlich Lampenfieber, also ein Gedicht auswendig vorzutragen vor 700 Leuten ist jetzt nicht ja, die angenehmste Situation. Und ich bin sehr auf mich konzentriert, ich gehe sehr stark in mich. Ich bekomme dann ehrlich gesagt auch von dem, was so vor mir läuft, wenn es ein wichtiger Auftritt ist, nur so die Hälfte mit. Und ich gehe immer wieder den Anfang meiner Texte durch, springe dann zwischen mal in eine andere Strophe und gucke, sitzt das einfach nur, um mich zu beruhigen und zu wissen, dass das klappt schon irgendwie. Also wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie beim Sport, dass man das im Gedanken durchläuft. Ja. Verrate mir mal, was ist dein Beruf? Also du bist Lehrerin, du bist Autorin von Stücken. Ja? Nebenbei schreibst du auch mal gerne noch einen Roman. Also ich weiß nicht genau, ob es irgendwas gibt, was du nicht machst, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, sagen Sie mal, Frau Sperling, was sind Sie denn eigentlich vom Beruf? Was sagst du da? Dann sage ich bin Lehrerin und Poetry Slammerin. Wortakrobatin, trifft es das irgendwie? Ihr macht schon krasse Sachen, finde ich. Ja, Poetry Slammerin ist, glaube ich, nur so ein Kickstart. Ja, das ist das, wie ich angefangen habe. Inzwischen ist das natürlich, schreibe ich Auftragstexte und bin Kino- und Speakerin. Und, also ich bin vermutlich im weitesten Sinne des Wortes Texterin und Performerin. Genau. Ja. So. Jetzt wieder so ein bisschen EDF-DNA als letztes. Wie lange bist du hierher gefahren zu uns? Ich bin 4 Stunden gefahren und ich bin direkt aus der Schule gekommen. Und ich habe meinen Sohn dabei, weil ich nach der Vorstellung dann heute wieder zurückfahre, 4 Stunden und morgen früh um 8 wieder unterrichte. EDF. Ich finde das so cool, dass du jetzt noch einen ordentlichen Applaus bekommst. Vielen Dank, dass du hier bist. Theresa Sehr gern. Sperling. Dankeschön. So, hier wird jetzt kräftig gewerkelt. Ja, was soll ich jetzt zu dem nächsten sagen? Also wenn sie jetzt nicht aus den Schuhen haut, dann verlassen Sie umgehend den Saal. Umgehend. Der Typ arbeitet mit seiner Stimme, das ist Wahnsinn. Also es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Ich verstehe Poetry Slam nicht, kann ich nicht. Singen kann ich nicht. Ich kann eigentlich ziemlich viel nicht, außer dumm labern. So, das ist das Erste. Der war vor ein paar Tagen noch krank. Das ist für das, was er macht, eigentlich tödlich, in Anführungszeichen. Auch er hat es sich null nehmen lassen, hier zu uns zu kommen. Ganz herzlich willkommen, Rudi Esteves. Ja. Hi. Ich bin ein bisschen blind. Auch das noch. Das ist, willst du dich setzen? Komm, wir setzen uns, oder? Wir setzen uns. Ja, komm, setz dich hin. Komm. Ich habe ihn gefragt, sag mal so mit deinem Auftritt und so vorher, wie ist denn das? Er hat gesagt, du komm, lass uns ein bisschen erzählen, kein Problem. Du bist ja jetzt ein verdammt bekannter Sänger. Wie oft wirst du noch an 2010 erinnert, wo du ja knapp am Titel vorbeigeschrammt ist bei einer Sendung, die wir alle kennen, weil der Sendung einer vorsteht, der gerne auch mal pöbelt, das Supertalent. Du wirst doch wahrscheinlich immer noch angesprochen. Der Name, den kenne ich doch. Immer noch, ja genau. Wie war die Erfahrung da? Es war eine schöne Erfahrung, aber manchmal so, wenn ich möchte so Auftritte woanders machen, möchte ich nicht gerne so genannt wird von Supertalent oder so. Aber das war eine gute Erfahrung. Es verfolgt dich auf jeden Fall. Ja, ja. Dann ging die Karriere steil. Ich habe ein bisschen was gelesen über dich. Goldene Stimme, Wurzel in Lateinamerika. Also du bringst auch so einen ganz speziellen Vibe eigentlich in viele deiner Lieder auch rein. Ne? Ja. Ich singe so Klassik kombiniert so mit lateinamerikanischen Texten und so. Ja. Ich schreibe selber auch.
Hast dich warm gesungen, deswegen will ich nicht länger quatschen. Ja, ich weiß, genau. Das erste Stück, das du singst, ist auch eins, was dich auch sehr bekannt, viele kennen das von dir aus dem Film Der Pate. Ja. Es ist, ich glaube, gleich, ich behaupte, 90% kennen dieses Stück. Warum hängst du so an diesem Stück? Ja, ich hänge das bei meinem Sohn an mir immer, dass Papa versucht das zu singen. Ich habe einen Sohn, ne? Und es ist ihr Lieblingssong von ihm. Okay. Alles klar. Piano und so weiter. So du gibst mir das Mikro, dein Mikro ist hier direkt vor dir. Ja, wir haben alles vorbereitet. Manchmal sind wir professionell, weißt du. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Rudi Esteves. Hey, sing. Parla più piano e viene più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. Grande amore, mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e viene più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità di un grande amore, mai più grande. Dankeschön. Rudi Esteves. Dankeschön. Rudi Esteves. So. Das Schöne ist, Dankeschön. wenn ich hier oben stehe, ich darf mir immer was wünschen. Ja. Jetzt gibt es ja vom Herrn Puccini eine ganz bekannte Oper, Turandot. Und da gibt es eine sehr bekannte Arie. Und jetzt muss ich mich ein bisschen entschlacken. Ja. Wie gesagt, er war krank. Also, er war krank, er war 3 Tage krank, aber jetzt ist so. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, du singst ganz okay. Kann ein bisschen runter den Monitor, bitte? Nur ein bisschen runter. Ja. Also, ich will dich ansagen, nochmal viel Vergnügen. Dankeschön. Nessun Dorma. Ja. Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure principessa della tua fredda stanza, guardi le stelle che
tremado d'amore che di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà. Dankeschön. Rudi Esteves. Ich habe nichts gemacht, ich kann nicht singen. Danke für die Einladung. Ja. Rudi Esteves. Danke dir sehr. Danke dir sehr. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, klar. Ich würde gerne ein Konzert hier machen. Wer die Verantwortung hier? Für die EDF? Ja. Here we go. Rudi, danke. So. Wie ist das mit dem Geld zurück? Ist jemand bisher oder ist okay alles bisher? Okay, gut. So, jetzt haben wir auch eigentlich einen ganz besonderen Gast erwartet. Das ist ein so schriller, bunter Paradiesvogel, ein Typ, Dakar geboren, also kommt aus Senegal. Ich glaube, wir haben auch ein paar Fotos gleich von ihm, damit Sie noch mal wissen, worüber ich rede. Dieser Kerl ist heute Morgen in München in den Zug gestiegen und hat uns angerufen und hat gesagt, Leute, irgendwie Bandscheibe, schwierig. Aber ich will unbedingt kommen. Dann kommt der an, Frauke Menger, die wir heute auch noch sehen werden, ist mit ihm im Zug gefahren. Die hat mir schon gesagt, du, weißt du, aber der lief nicht rund. Der saß und lag. So, hört sich jetzt so lässig an. Das Erste, was wir gemacht haben, ist dank netter Unterstützer gleich Hospital hier in der Nähe. Dann hat sich herausgestellt, Bandscheibenvorfall. Keine Chance. Nur damit Sie mal sehen, wie dieser Typ tickt. Jetzt sind wir wieder bei EDF. Also,
Der liegt auf der Pritsche, der kann sich null bewegen. Der wurde irgendwie mit einem VW-Bus durch die Gegend gekarrt ins Hotel und probiert jetzt irgendwie zurückzukommen, weil er sich wahrscheinlich 2-3 Wochen behandeln lassen muss. Und er hat gesagt, aber eins lasse ich mir nicht nehmen. Und das ist das hier. Eine wunderschöne gute Abend. Heute Morgen bin ich aufgestanden mit ein bisschen Schmerzen. Aber für die Kinder in Senegal habe ich versucht, hier zu sein. Leider bin ich jetzt... liege ich jetzt im Krankenhaus mit einem Bandscheibenvorfall und heute Abend werde ich nicht da sein und es tut mir wahnsinnig leid, aber es ist halt so, mein Herz blutet, aber ja, ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß und bitte, bitte, bitte viel Spenden für die Kinder und ja, danke, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Diese Bilder sind 4 Stunden alt. Also dem geht es nicht gut. Aber einmal ist kein Mal, er wird auf jeden Fall kommen. So, jetzt gibt es erstmal eine Pause. Wer es schafft, mich zu sehen, kann mir gerne sagen, naja, so prickelnd ist es jetzt hier nicht. Wir haben aber noch ein bisschen was vorbereitet. Boris wird hier noch auf die Couch kommen. Wir haben eine Sandkünstlerin. Ich hasse dieses Wort eigentlich, Sandmalerin. Was die zaubert extra für uns, ist Wahnsinn. Philipp Dittberner wird noch mal kommen. Es wird hochemotional. Wir werden auch noch mal einen spektakulären Tanz sehen. Ja, also wenn Sie noch Zeit haben, auch wenn Sie zeitig essen, es wäre schön, wenn Sie alle da bleiben. Es gibt auch ein paar Hinweise und erstmal möchte ich, weil es gibt ja viele Menschen, die es möglich machen, dass wir so eine Veranstaltung stemmen können. Obwohl, auch das möchte ich jetzt noch mal kurz sagen, ich weiß, ich laber wieder zu lang, alle, die hier sind und hier auftreten, sei es Philipp Dittberner, sei es Boris Becker, sei es Liz Görgel, und ich möchte das echt nochmal sagen, weil auch das ist unser Style, Gage des gesamten Abends an diese Herrschaften ist so. So. Und deswegen danke auch an alle unsere Sponsoren. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, das hängt hier überall auf den Fluren, das hat unser lieber Dietrich Kühne alles möglich gemacht. Heutzutage ist ja so PayPal. Ich habe einen Nullplan mit PayPal. Meine Frau ist da eher firm, deswegen macht die auch das Geschäftliche, besser ist es. Aber es gibt überall, wenn Sie sagen, ach nee, Abend ist eigentlich ganz okay, da geben wir vielleicht nochmal 1,80 €. Also Sie haben die Möglichkeit auf kurzem Dienstweg. Außerdem hat unser lieber Dietrich Kühne einen tollen Kalender gezaubert. Dietrich, ich sehe dich zwar nicht, aber ich glaube, du hast 4 Tage gebraucht, was schon mal gar nicht geht, mit tollen Bildern der letzten EDF-Reise. Einen Jahreskalender EDF. Den gibt es vorne an einem Stand zu erwerben. Sie kennen das, 100% der Erlöse gehen auch bei uns rein. Jetzt wünsche ich Ihnen einfach eine schöne Pause, so 20 Minuten machen wir. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was vor. Ja, teilen Sie die Eindrücke, die Sie haben. Hoffentlich sind es positive. Ich freue mich auf Teil 2. Das ist übrigens der Kalender. Den können Sie da erstehen. Sag erstmal vielen Dank. Und das ist, man sagt ja immer so, ne, nee, toll hier in, wo bin ich nochmal? Tolles Publikum, wo bin ich nochmal? Aber ehrlich, macht mega Spaß. Weiter so. Bis gleich. So. Sind wir alle da? Ja. Weiter geht die wilde Fahrt. Ja, genau. Das ist schön, dass es dir gefällt. Wir probieren ja immer mehr, das Ganze wirklich in die Welt zu tragen. Mittlerweile ist auch der NDR auf uns aufmerksam geworden und unter anderem haben die sich gedacht, wir müssen mal einen der EDF mal einladen. Kennen Sie die Sendung Das rote Sofa? Da war Tobias Rusteberg zu Gast. Ich weiß nicht, ob der Moderator zu Wort kam, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber Hinnerk Baumgarten war so beeindruckt, dass er gesagt hat, was ist denn mit euch mit dieser EDF? Das ist ja Wahnsinn. Und auch, wenn er heute nicht kann, Termine Folgendes von ihm, vom roten Sofa.
Herzliche Grüße nach Osterode. Es ist wirklich großartig, was für eine tolle Gala ihr heute Abend hier auf die Beine gestellt habt. Ich muss den Hut ziehen. Ich muss sagen, es ist klasse und alles für die gute Sache, für die El Hadi Diouf Stiftung. Und ich möchte einfach nochmal erwähnen, dass ja hier auf dem roten Sofa, da war sein Platz. Da hat er gesessen, da hat Tobias ja gesessen und hat davon erzählt, wie er zur Stiftung gekommen ist, wie er die Stiftung gegründet hat, was ihn so bewegt, was ihn umtreibt und welche Ziele er hat. Und ich muss einfach mal sagen, das hat er so großartig erzählt, der Tobias, dass ich mich fast ein wenig verliebt habe in die El Hadi Diouf Stiftung, weil ich sage, das ist toll. Bildung ist etwas, was unglaublich viel erreichen kann. Bildung, Sport, was alles so da zusammenhängt. Junge Menschen, das ist die Zukunft. Und ich freue mich, dass ihr diesen Weg weiter vorangeht und wünsche euch hier aus Hamburg vom NDR, vom roten Sofa, alles Liebe, ich bin bei euch. Tobi, ich war erst skeptisch, als er gesagt hat, ich habe mich verliebt in. Aber er hat die Kurve gekriegt. So, ich setze mich mal, weil wenn wir schon beim Tobias Rusteberg sind, wieder so eine typische EDF-Geschichte. Also man stelle sich folgende Situation vor. Herr Rusteberg, wie immer im Dienste der EDF unterwegs, steht irgendwo an einem Bahnhof, weil er senegalesische Schülerinnen und Schüler abholen möchte. Das heißt, wartet auf den Zug, Verspätung, man kennt das, Deutsche Bahn, wir grüßen dich. Und dann steht ihm jemand gegenüber und der hat einen ganz interessanten Artikel. Das ist der hier und ich glaube, wir haben ihn auch da oben, Kai. Genau. Und dann kommen die so ins Gespräch, mit Tobias Rusteberg kommt man schnell ins Gespräch und dann hat er natürlich erzählt über EDF und das gibt es ja gar nicht, Senegal ist genau unser Thema. Und der andere reißt tatsächlich diesen Artikel raus, das ist das Original, und sagt, nehmen Sie mal mit, können Sie lesen. Tobi liest sich das durch und denkt, boah, das sind aber coole Fotos. Das ist aber Senegal mal ganz anders bebildert, also wirklich künstlerisch. Naja, und wie er so ist, kurz geguckt, okay, Fotograf, Schweizer, den rufe ich an. Ist doch klar. Und den frage ich einfach mal, was er so am 4. Dezember zu tun hat. Weil die Bilder und die Geschichten, weil das ist jemand, der sich in Senegal sehr, sehr gut auskennt. Übrigens ganz wichtig, es heißt in Senegal und nicht im Senegal. Ja, also quasi wie in Deutschland. Also dieser junge Mann ist tatsächlich heute live und in Farbe bei uns da. Zufälle, die manchmal eine unglaubliche Rolle spielen. Ganz herzlich willkommen, Christian Bobst. Für die Schweiz stehe ich auf. Grüß dich. Komm, setz dich. Setz dich. Das für dich? Dankeschön. Es sind schon krasse Zufälle. Was hast denn du gedacht, als der Bekloppte dich angerufen hat? Na, ich dachte mir erstmal, was für eine große Ehre. Okay. Da nimmt sich jemand die Zeit, meinen Namen nachzulesen, weil meistens blättern die Leute ja die Fotos einfach durch und gucken so ein bisschen und finden die schön. Und er hat da extra geguckt, wer hat die Fotos gemacht und ruft mich an. Also ich war sehr überrascht und habe mich geehrt gefühlt. Du bist natürlich hier genau richtig aufgehoben. Natürlich haben wir was vorbereitet. 12 Jahre Senegal-Erfahrung. Wir haben hier tolle Bilder von Ringkämpfern. Und du hast, glaube ich, auch anfangs nicht unbedingt die Motivation gehabt, ständig über Krisen zu reden, sondern du wolltest ja auch das andere zeigen an diesem faszinierenden Land. Ja, das war mir immer ganz wichtig. Also ich habe hier heute Abend ein paar Sachen gehört von diesen wunderbaren Leuten, die hier aufgetreten sind, die mich wirklich berührt haben. Also sie haben geredet über Zuhause oder gesungen über Zuhause. Was für ein Lied, oder? Was für ein Lied. Boah. Und wie viel Wahrheit da drin steckt. Und ich habe irgendwann gemerkt in Afrika, als ich angefangen habe mit Fotografie, habe ich auch viel über Krisen und Probleme Reportagen gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, das stört die Leute aber auch, weil sie haben ja auch einen Stolz, sie sind mit ihrem Zuhause verbunden, auch wenn es viele Probleme gibt. Die Senegalesen zum Beispiel, wie auch
fast alle anderen Menschen in Afrika lieben ihr Zuhause, lieben ihr Land. Ja. Und ich wurde dann auch gefragt, als meine Reportagen wichtige Preise gewonnen haben, bei Ausstellungen, als ich die Wrestler gezeigt habe, die Ringer. Ja, gibt es da auch Autos, gibt es da auch Häuser? Ja. Und das hat mich schockiert. Kennen die Telefone? Ja, und da habe ich mir gesagt, nein, ich muss, es ist meine Verantwortung als Fotograf und Journalist, auch Geschichten zu machen, diese anderen Realitäten zeigen in Afrika, die eben auch da sind. Und es gibt nicht nur Krisen und Hunger und Elend. Aber es gibt die eine Seite, da habe ich eben auch vorhin schon mal drüber gesprochen mit dem einen oder anderen. Du hast dich natürlich schon auch dieser Flüchtlingsthematik logischerweise angenommen, weil es schon auch ein Thema ist. Weißt du, ich sage immer, wenn die Menschen mir sagen, ja, warum machst du nichts in Deutschland? Afrika, mein Gott, so weit weg. Also erstmal geht Afrika uns alle an. Wir werden das noch erleben, by the way. Aber dieses Thema Flüchtlingsgeschichten, du hast so eindringliche Bilder. Erzähl mal, was du damit ausdrücken möchtest. Ja, das war eigentlich ein Auftrag von Geo, weil es war mir immer sehr wichtig, eigentlich eher auf der positiven Seite Geschichten zu machen. Und als die Anfrage kam, ich konnte ungefähr 4 oder 5 Geschichten vorher schon machen für Geo in Senegal. Also, und der Redaktor meinte so, ja, wir würden gerne, dass du eine Geschichte machst über die Flüchtlingsthematik. Und da war ich erst so ein bisschen, ja, aber das ist eigentlich nicht so mein Stil. Aber ja, es stimmt, man darf die Augen auch nicht verschließen vor diesen Geschichten. Und das war mir einfach sehr wichtig, dann, mir ist immer wichtig, nahe bei den Menschen zu sein. Und das ist das, was die Eindringlichkeit der Bilder schafft. Das ist die Nähe zu den Menschen, die eigentlich die Energie, die von den Menschen überspringt. Es ist nicht so sehr die Komposition oder die Farbe, es ist wirklich, sind die Menschen selber, die diese Energie in den Bildern rüberbringen. Ja, und deswegen bist du eigentlich für mich auch kein Fotograf, sondern ein Fotokünstler, wenn man das so sagen darf. Und dann gibt es natürlich diese, und das, als wir uns unterhalten haben, als wir gesprochen haben, habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Das sind doch all die Themen, die wir auch, deswegen matcht sich das ja so unfassbar, wir wollen ja auch dafür sorgen, dass Jugendliche in Senegal eben nicht perspektivlos erscheinen, dass sie denken, nee, es gibt eine Chance, Bildung, ich bleibe hier, ich werde Lehrer oder mache irgendwas anderes. Perspektivlosigkeit ist schon auch ein wichtiges Thema in deinen Arbeiten. Ja, das ist tatsächlich so. In Senegal ist nicht eines der ärmsten Länder in Afrika und es gibt einen guten Anteil von Kindern, die Bildung haben, aber es gibt wenig Möglichkeiten, das nachher anzuwenden, Jobs zu finden, zu arbeiten. Und es ist auch nicht so, dass die Schulbildung einfach garantiert ist. Wir sehen nachher, glaube ich, Bilder noch von der Klimathematik, also wo viele Häuser einfach auch vom Meer weggeschwemmt werden. Da ist auch eine Schule betroffen. Da steht ein Lehrer auf den Ruinen seiner Schule. Das war eine der ersten Schulen, die in Senegal gebaut wurden. Die wird nicht einfach vom Staat wieder aufgebaut. Und Bildung ist halt etwas, was nicht nur für Jobs sorgt, es öffnet auch den Geist. Es lässt einen auch, Bildung lässt einen auch Möglichkeiten sehen. Und das ist, glaube ich, das, was so wichtig ist für diese jungen Leute, dass auch in dieser Perspektivenlosigkeit gibt es Möglichkeiten. Man muss sie erkennen. Zum Thema Klima, die Bilder laufen gerade, hast du ja schon thematisiert, ist übrigens auch etwas, wo wir uns sagen, das müssen wir annehmen. Das heißt, in unserem Schulprogramm gibt es beispielsweise auch so Dinge wie Umwelt. Und wir setzen bewusst, weißt du, unser Traum ist, dass ein 6-jähriger Stöpke zu seinem Daddy sagt, du schmeißt jetzt mal nicht die Plastiktüte aus dem Auto, weil wir haben in der Schule gelernt, das geht nicht. Übrigens ist unsere Schule auch mit Solar ausgestattet, genauso wie das Cabinet Medical. Also auch da sind wir so ein bisschen am Start, was du eigentlich auch thematisierst in deinen Bildern, wo es gerade um Klima geht. Ja, also das ist so, dass natürlich es gibt tatsächlich viel Müll an den Stränden in Senegal. Nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich Afrika besonders stark betroffen ist vom Klimawandel und doch einer der Kontinente ist, der am wenigsten zum CO2-Ausstoß eigentlich beiträgt. Also es gibt hier ein Ungleichgewicht. Man redet von Klimagerechtigkeit, es ist eigentlich Klimaungerechtigkeit in dem Sinne. Und ja, einerseits ist es wichtig, dass man das Umweltbewusstsein der Menschen da irgendwie fördert, aber es ist auch bei uns
Also wir tragen auch eine Verantwortung dafür, was mit den Menschen da passiert, über die Klimathematik. Korrekt. Und genau deswegen haben wir uns auch dem Thema Solar und so weiter angenommen. Wir wollen auch jetzt Wasseraufbereitung, also alle diese Themen werden eine große Rolle spielen. So, wer jetzt neugierig geworden hat und gesagt hat, boah, das ist aber mal ein cooler Typ und das sind ja keine normalen Fotos, der kann natürlich bei dir, wir haben auch einen QR-Code gerade eingeblendet, mal auf die Website gehen, ist hochspannend. Ich bewundere das, also von mir ein Foto, da würdest du sagen, boah, das kann er auch nicht. Ja? Aber das ist schon ganz toll. Es ist super. Du hast das mega bereichert. Ich wünsche dir und deiner Liebsten noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Dir gefällt es bisher? Den haben wir schon, einen ausgezeichneten Abend. Und ja, nochmal ganz herzlichen Dank an Tobias. Also diese Energie, die da kam am Telefon, das ist einfach unglaublich. Wir können uns das alle vorstellen. Ganz herzlichen Dank. Ja. Christian Bobst, danke. Danke. Ja, faszinierend. An dieser Stelle, das ist ja immer gerne so, ich meine, ich sitze hier oben und erzähle einen vom Pferd, aber da hängt ja so eine Menge viel an Arbeit dran. Und deswegen möchte ich auch mal ein Dankeschön sagen an meine Stiftungsratskollegen Dr. Mirko Mede, der schon seit Beginn an dabei ist, der auch mit dafür verantwortlich ist, welches Cabinet Medical Blaues Haus wir dann ausgesucht haben. Klaus Becker, werden Sie alle kennen, ne? Das war mal der Chef von Osterode, ist auch einer meiner vielen Chefs jetzt in der EDF. Christine Prions war dabei am Anfang. Mittlerweile haben wir Zuwachs bekommen, dazu gleich mehr. Aber, und das wird ihm jetzt nicht recht sein, aber wer das Mikro hat, hat die Macht. Jetzt steht er auf, der Verfolger geht dahin, weil jetzt knallt's mal für Tobias Russeberg. Ja, pass auf. Ja. So. Du bist ruhig. Mittlerweile darf ich sagen, ich bin dankbar, dass er mich vor vielen Jahren angesprochen hat und gesagt hat, ja, kannst du dir vorstellen, weißt du, was der Hammer ist? Aber so bist du. Du solltest nur aufstehen, dich abfeiern lassen. Was machst du? Kommst schon wieder auf die Bühne und willst was sagen. Tobias Russeberg. Da werde ich was zu hören bekommen heute Abend. Ich weiß es. So, und jetzt haben wir auch ein neues Mitglied in unserem Stiftungsrat, auch eine totale Bereicherung. Und den würde ich Ihnen jetzt gerne mal vorstellen, weil der hat gesagt, Stachy, ich habe eventuell eine kleine Überraschung. Und deswegen freue ich mich sehr, Hans-Jürgen Multhammer. Ich weiß gar nicht, wo er sitzt. Da sitzt er. Willkommen im Club, mein Lieber. Ich hatte noch gar nicht viel Zeit, aber du weißt, so, das nimmst du dir erstmal. Wie man dem Wohlklang meiner Stimme entnehmen kann, komme ich nicht aus Osterode. Ja, ja, so knapp, ne, so knapp. Eher so nördlich von Osterode. Du bist ja irgendwann auch auf uns aufmerksam geworden. Ich glaube, viele Menschen, denen geht es hier so, und das ist ja auch unser aller Antrieb, sagen wir mal, uns geht es ganz gut. Und ich glaube, dich hat das Leben auch ganz gut beschenkt. Und dann hast du irgendwann mal gesagt, Ella Juve Foundation, da hätte ich schon Lust. Erzähl mal. Genau, so war das. Also, ja, zu mir, ich bin Bayer, kein Österreicher. Ist das so? Ja, okay. Ja, Bayer. Und ja, ich habe irgendwann mal Elektrotechnik studiert, habe dann eine Firma gegründet, die sitzt in Landshut, Oldenburg, in Lüneburg und in Altdorf bei Stuttgart. Ich war 18, da hat Herr Becker gerade Wimbledon gespielt, jetzt wirst du selber rechnen, wie alt ich bin. Mhm. Und
ja, jetzt gleite ich so langsam in die 3. Lebenshälfte ein und habe gedacht, jetzt mache ich mir was richtig Schönes und was ist wichtig für uns Menschen ist Bildung. Das kann da keiner nehmen. Und dann bin ich auf euch aufmerksam geworden und habe gesagt, das ist super, 100% kommt da an, was du tust und die strahlenden Kindergesichter und ja, Bildung kann dir keiner nehmen, die können die Klamotten vom Leib reißen, die können das Dach wegnehmen, aber Bildung bleibt dir dein Leben lang und so können wir junge Menschen Chancen geben, entwickeln und ihr macht es super und Tobias hat so viel geredet mit mir und gedacht, oh jetzt... Genau, du hast gesagt, jetzt muss ich was bitte, tun. ich mach's. Genau. Ja, und dann habe ich mal einen kleineren Betrag zur Verfügung gestellt und heute haben wir gedacht, gebe ich euch mal nochmal einen kleinen Betrag und damit kannst du dann nächstes Jahr wirtschaften. Können wir kurz dafür aufstehen? Lass uns erst aufstehen. Ich habe es draufgeschrieben. Aber wir stehen mal auf, weil ich... €40.000. Da sitzen die es verdient haben. Ja, nee, komm. Du siehst, ich, immer der Coole, aber da kriege ich wirklich ein bisschen Pipi in die Augen. Ja, danke dir. Hans-Jürgen, ich danke dir sehr, weil ich finde, du bist einer der vielen Menschen, weil wir kriegen so viele Absagen auch, weißt du, wo wir sagen, ja okay, dann versteht er es eben nicht, aber du bist jemand, der, glaube ich, von der ersten Sekunde an auch so ein bisschen diese EDF-Vibes gefühlt hat und das, was du hier mitgebracht hast, mein Sohn würde sagen, krasser Scheiß. Ja. Hans-Jürgen, vielen Dank. Ja, ja. So, euch noch viel Spaß. Ich muss leider nach Bayern zurückfahren, blöderweise. Echt? Ich hab morgen gleich in der Früh einen Termin, einen Notartermin, also kein Testament oder sonst irgendwas. Ja. Und vor Weihnachten kriegt man fast keinen Notartermin. Das war jetzt wirklich ein blöder Zufall, aber ich setze mich jetzt ins Auto und fahre nach Landshut. Danke dir, dass du hier warst. Was für eine Aktion. Hans-Jürgen, danke dir sehr. Danke. Ja, da kommt man aus dem Staunen nicht raus, was es für Menschen gibt. Und das ist schön, weil ich finde, wir Deutschen müssen das auch mal rauskehren. Ne? Das ist ganz viele, wir müssen weg von diesem Neid und dieser Missgunst und diesem ganzen Käse. Und solche Typen, die brauchen wir wirklich. 305 Kids haben wir schon ein bisschen happy gemacht. Innerhalb von 2 Wochen war die Schule ausgebucht, weil wir auch so ein bisschen wollten, dass diese Schule auch für was steht. Wir haben ja nun uns auch viel umgehört. Wir sind da auch nicht hingegangen und gesagt, hier Gießkanne, wir Deutschen, wir wissen alles. Wir haben uns sehr wohl beraten lassen bei der AKS. Wir haben Lehrer gesprochen, wir haben Direktoren gesprochen, wir haben Leute aus der Politik gesprochen. Ist das okay, was wir machen? Passt das zu euch? Jetzt haben wir wieder nicht für, sondern mit Afrika. Ja, und das, was dann da rauskam, ist ganz, ganz toll. Und ich weiß nicht, was unser lieber Kai vorbereitet hat, aber ein Schultag am Bildungskomplex. Le complexe El Hadji Mamadou Diouf est une école vraiment belle et attirante. Elle est la plus belle de toutes les écoles que j'ai vues. Cette école est la plus belle école dans la région de Kaolack. Merci. J'enseigne dans l'école El Hadji Mamadou Diouf. L'école est accueillante, l'école est amusante et
on voit que les enfants s'épanouissent et ils sont bien dans cette école. Et nous aussi, on est bien traités dans l'école et on vous dit bravo et merci beaucoup. Insgesamt sind 28 Menschen im Staff, wie das immer so schön heißt. Das heißt Direktor, Lehrerinnen und Lehrer, dann auch das Reinigungspersonal, Hausmeister und was da alles dazugehört. Und es läuft, wir kriegen tolle, tolle Meldungen. Ein Kern unserer Arbeit ist eigentlich das Thema Begegnungsreisen. Als ein Französischlehrer aus Deutschland namens Tobias Rusteberg über Umwege an einen Deutschlehrer in Senegal kam, namens El Hadj Diouf, begann eigentlich diese ganze Reise. Inzwischen haben insgesamt rund 400 Kinder entweder Deutschland oder eben Senegal kennengelernt. Ich durfte auf einer Reise selbst dabei sein. Ich werde es nie vergessen. Tobi, wir haben abends immer das Foto des Tages gemacht. Was sie da von 14-, 15-jährigen Menschen an Reflexionen bekommen, da denke ich mir, boah, wir Erwachsenen, wir sind eigentlich schon dämlich. Das muss man echt sagen. Also das war so beeindruckend. So, und jetzt kriege ich die Biege, weil es sind unheimlich viele Leute engagiert und der Leitspruch von El Hadj war immer, wer die Jugend erreicht, erreicht viel. Das ist auch ein Leitmotiv bei uns. Es gibt sogenannte Juniorbotschafter. Auch hier arbeiten ganz viele, sei es am Parkplatz oder vorne am Eingang. Also ganz viele dieser Kids, das darf ich hoffentlich noch sagen, die irgendwann mal mit einer Reise in Berührung kamen oder die Besuch hatten aus Senegal und die alle sagen, wisst ihr was, da müssen wir mitmachen. Ich habe die Freude, jetzt 2 davon auf die Bühne zu schicken, die übrigens die ganze Zeit hier am Räumen sind. Das sind meine sogenannte Stagehands. Was ist das eigentlich für ein bescheuertes Wort? Aber so wurde es mir gesagt. Ich freue mich sehr auf Jano und Lucien. Die müssten jetzt kommen. Da sind sie. So, das geht. Ist das an? Macht dir keine Sorgen, das geht, die Technik läuft. Ist an? Oh, ja, das ist ein bisschen. Also erstmal vielen Dank. Das sind die, die ich hinter der Bühne nerve und sage, boah, jetzt müsste ich noch mal ein Mikro und das und dies. Also. So. Neben mir sitzt der Jano. Hi, hi. Der Jano hat einen Spitznamen. Könnte sich jemand vorstellen, was das sein könnte? Ed Sheeran. So, jetzt warst du ja einer, den auch dein Lehrer Tobias Rusteberg bearbeitet hast. Da warst du, weiß nicht, 7., 8., 9. Klasse oder so. Ah, die Geschichte, ja. Ja, die Geschichte. Und dann hast du gesagt, ja, Senegal ist bestimmt auch ein bisschen zu warm und muss ich mich impfen und Wahnsinn, Malaria habe ich gehört. Du warst jetzt nicht der Mega-Fan dieses Abenteuers, nicht der EDF, du weißt, was ich meine. Ich meine diese Begegnungsreise. Ich glaube, das war angefangen als in der 6. Klasse. Ja. Bei uns in der Schule hat man ja ab der 6. Klasse Französischunterricht. Und ich hatte die Ehre, diesen Französischunterricht mit Tobias anzufangen. Und er kam natürlich dann direkt von Anfang an auf mich zu und meinte, oh Jano, du bist so ein cooler Typ, weißt du. Manchmal da braucht man auch mal die Coolen beim Senegal-Austausch. Und ich dachte mir aber immer so, Rusteberg, weiß ich nicht. So. Und das hat sich über die Jahre hinweggezogen. Und der hat mich jedes Jahr genervt. Jedes Jahr. Und dann kam irgendwann der Moment, letztes Jahr, da hat er mich einmal auf dem Flur angesprochen und meinte, Jano, komm schon, jetzt endlich mal. Und danach habe ich so drüber nachgedacht und ich dachte mir, okay, das könnte jetzt vielleicht das letzte Jahr sein. Und das war auch gerade der Moment, wo hier der andere Film, Reale Afrika-Bilder, so durch die Decke ging. Und Jahre zuvor war ich auch bei der anderen Gala damals mit Adel Tawil und ich habe nur Positives gehört und ich dachte mir, jetzt komm schon. Und um ehrlich zu sein, ich bereue absolut gar nichts. Moment, jetzt kommst du zurück, hast das erlebt, was ich beschrieben habe. Ja. Was hast du denn dann deinem Lehrer, Herr Rusteberg, gesagt über diese Erfahrung? Oh. Ja? Ich glaube, ich war ihm tatsächlich sehr, 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 sehr dankbar. Ja. Weil was diese Reise mit einem macht, das ist wie so eine Art Perspektivwechsel.
davor erwartet man eigentlich, natürlich hat man Angst, man fürchtet sich vor vielen Dingen. Gerade es ist ein anderer Kontinent, eine ganz andere Welt. Und dann kommt man wieder nach Hause und es hat sich auf einmal alles im Kopf geändert. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Situation, wie ich gerade vom Flughafen nach Hause gefahren bin und kurze Info über mich, ich bin ein Leitungswassertrinker und ich bin in die Küche gegangen, habe mir ein Glas genommen und habe... Wie selbstverständlich? Ja, natürlich. Und habe das Glas in mein Wasser angehalten und habe das Wasser getrunken. Dann stand ich da erstmal, habe dieses Glas in der Hand gehalten und habe mir so gedacht, Alter, ich kann dieses Wasser trinken, weil in Kaolack ging das nicht. Nee. Und was da mit einem passiert, dann steht man unter der Dusche und man denkt sich, was ist das für ein Privileg, dass ich hier duschen kann? Und ja, genau, darum geht's. Lucien, wir haben auch ein paar schöne Bilder von diesen vielen Begegnungen. Ich habe das gesagt, über 400 Kiddies. Was hat das mit dir? Was hat das mit dir gemacht? Wie bist du an die Sache rangegangen? Weil er hat es ja richtig gesagt, man macht sich ja Gedanken, boah, weiß ich nicht, und fremde Welt und gut, man hat einen dabei, der sich sehr gut auskennt. Übrigens, Kollege Rusteberg, wenn man durch Kaolack geht, kein Scherz, Kinder aus Kaolack, Tobi rufe. Kein Scherz. Es ist wahr. Ist wahr, oder? Es ist wahr. Das ist sogar ein Bild von ihm an einer Wand. Und Kaolack gemalt. ist jetzt kein Dorf. Ja? Also das ist, aber was hat das so mit dir gemacht? Also man muss dazu sagen, Jano spricht Französisch, der hat das in der Schule gelernt. Ich habe es nicht gelernt. Okay. Ich hatte noch mal ein bisschen mehr Schiss. Ja. Aber als ich auch wiedergekommen bin, es ist halt ein kompletter, er hat es auch schon gesagt, Perspektivwechsel. Diese Menschen sind einfach teilweise auch wie eine zweite Familie geworden. Man wurde so schön aufgenommen, man wurde richtig in die Familie integriert. Man hat mit den Kindern gespielt, einem wurde das Dorf, die Stadt gezeigt. Es war wirklich einfach ein phänomenales Erlebnis. So, jetzt habt ihr gesagt, also das war so cool. Es gibt auch ein paar Bilderchen. Jetzt machen wir daraus ein Projekt. Und wir gucken uns jetzt nur mal ganz kurz einen Trailer an. Le corps professoral, le corps administratif de l'école privée de Bozo. Je tiens à féliciter les étudiants, je tiens à féliciter les parents d'élèves en leur disant le combat continue. On est dans une phase d'amélioration. Es ist eine ganz andere Welt hier. Schon mal der Hinweis, am 11.12. Nächsten Mittwoch. 2 Vorführungen, 17:30 Uhr, 20 Uhr habe ich mir aufgeschrieben, Kino Herzberg. Das ist richtig. Ich glaube, schlappe 10 €. Aber es wird ja nicht nur Bildliches gezeigt. Ich habe gehört, es gibt auch Musikacts. Das ist wahr. Also zum einen, wir haben uns gedacht, okay, so eine Kinoveranstaltung kann cool sein, aber ab einem gewissen Punkt wird es auch langweilig. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen daraus keinen Senegal-Film, wir machen eine Senegal-Sinfonie. Und deswegen haben wir uns 2 musikalische Acts mit dazu geholt. Einmal die Band Purple Trees aus Förste und die Sängerin Mariella Gaux hier aus Osterode, die dann nächsten Mittwoch vor dem Film performen werden und das Ganze ein bisschen unterstützen werden. Und kleine Schleichwerbung, es sind noch Tickets da, aber nicht mehr lange. Also wenn ihr Lust habt, uns da zu unterstützen, dann seid ihr wirklich sehr gerne gesehen. Wir würden uns riesig freuen. Es ist unser Projekt, wir haben das zusammen großgezogen und 50% der Einnahmen gehen natürlich wieder direkt in die DDF, also es wird ein voller Erfolg. Bis dann. Gut, super. So, jetzt habt ihr natürlich gedacht, ihr macht euch jetzt einen lauen Abend hier, ne? Aber da der nächste Höhepunkt, es gibt jetzt einen fantastischen, wunderbaren Tanz schon wieder ansteht. Stagehands ist, was heißt das eigentlich? Was ist ein Stage? Klar, Bühnenhelfer, was ist das für ein Käse? Ja, was? Ja, wir müssen halt hier so Sachen hin und her räumen, ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, räumt mal. Lucien und Jano. Vielen Dank. So, ich räume auch mal ein bisschen, weil wir müssen jetzt die Bühne freikriegen. Sorry, dass ich mal kurz verschwinde. Den Tisch hier.
Habt ihr wieder vergessen, ne, den Tisch? So, okay. Hier, guck, dank dir. Ja, du, meinst du in meinem Alter? Ja, gut. So, wir haben über Tanz gesprochen, wir haben über tolle Themen gesprochen. Safe Nature war der erste. Jetzt gibt es noch quasi die Zugabe vom Tanzstudio Kerstin Baufeld. Es geht irgendwie um Fluss, es geht um Wasser. Der Titel Pantarei, alles fließt. Viel Spaß.
Die Damen vom Tanzstudio Kerstin Baufeld. Bravo. Man müsste noch mal jung sein. Ja. So, jetzt kommen wir zu einem Herrn, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Ich war derjenige, der damals, als er unfassbare Erfolge feierte, derjenige, der ihn auch interviewen musste, wenn er nach 3,5 Stunden 6-7 im dritten verloren hatte. Dann hat der Sender gesagt, du Stachy, geh mal, ne, Boris, ihr kennt euch ja, wird schon. Sagen wir mal, es gibt leichtere Interviews, was ich aber immer verstanden habe. Jetzt habe ich ja schon gesagt, und das ist jetzt kein Schmuh, dass wir uns auch wirklich schon eigentlich seit vielen Jahren, wenn wir unsere Produktionen haben, im Studio für Eurosport von den Tenniscourts dieser Welt berichten, unter anderem, dass wir immer mal wieder auch über die EDF quatschen. Das heißt, Boris war immer interessiert, hat nachgefragt und so weiter und so fort. So, jetzt kann man sagen, ja, der Stach, ist ja klar, muss er jetzt sagen, weil, ne? Wir blenden mal kurz 5 Jahre zurück. Und bitte. Schöne Grüße von mir hier aus New York. Es gibt eine kleine Pause bei der EDF-Gala hier in Osterode. Ich bin natürlich informiert von Matthias Stach. Ich weiß, um was es geht. Spenden Sie weiter fleißig. Auch ich werde tätig sein und werde Ihnen ein Original-Tennishemd mit Unterschrift zur Verfügung stellen, aber nur, wenn es viel Geld bekommt. Also, alles Gute. Das hat es gebracht, mein lieber Boris. Auf jeden Fall. So, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als Sie in der Zeitung gelesen haben, dass da ein ehemaliger Wimbledon-Sieger, mehrfacher Grand Slam-Champion, Nummer 1 der Welt nach Osterode kommt. Ich weiß nicht, was Sie gedacht haben. Ich habe gedacht, never. Never. Ja? Und irgendwann kam die Idee, er hat immer gesagt, die Jahre, wenn mal ein Termin ist, und glauben Sie mir, der Mann ist mega unterwegs, ich komme. Ich habe gesagt, ja, Boris, klar, finde ich nett und super Aktion und so. Was soll ich Ihnen sagen? Er ist da. Boris Becker. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo ich immer hinter dir her war und immer gesagt habe, ja, nee, der Becker macht das schon, der macht das schon. Wie hast du eigentlich uns Journalisten auch mal getestet? Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, du lässt schon auch einen Testballon, kann der dicht halten oder nicht, behält er was für sich. Wie war das für dich? Weil ich meine, das war ja krass, was auf dich einprasselte. Ob gewonnen oder Niederlage, alle wollten Boris Becker. Ja, erstmal vorneweg hier, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Komischerweise sitze ich immer auf der linken Seite. Willst du lieber rechts sitzen? Nee, das ist so, es ist ein eingespieltes Team. Weil bei mir sind beide Seiten Mist. Nein, also bei mir ist alles gut, ja. alles gut. Soll ich die Wahrheit sagen, also mit Journalisten, schwierig. Ja. In der Tat muss ich mal schauen, sind sie vertrauenswürdig, können sie dir folgen, kennen sie den Sport, ja. Wissen sie, wo du gestern warst oder wo du nächste Woche spielst, und die meisten können es eben nicht. Du bist eine Ausnahme, wir haben eine 40-jährige Freundschaft in verschiedenen Rollen. Mittlerweile sind wir hier, glaube ich, ganz gute Doppelpartner fürs Fernsehen, ja. Und werden das auch in der Zukunft machen. Das freut mich schon mal sehr, auf jeden Fall. Boris, wir haben ja gesehen, wir haben da auch ein paar Bilder. Du hast ja gesagt, ich spendiere Kleidung. Wir haben auch ein paar Bilder, wie du das dann auch original unterschrieben hast. Was waren so, als wir das erste Mal so vor Jahren gequatscht haben über die EDF? Also ich sag mal, du bist ja allein familiär, du bist ja ein Multikulti-Typ, viel in der Welt unterwegs, hast viele Kulturen kennengelernt. Was hat dich so gepackt an dieser Elad Stuff Foundation-Idee? Also da würde ich sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland weiß. Ich habe 4 Kinder, alle sind Mixed Race. Ich nehme an, Sie wissen, was das heißt. Und alle Elternteile, also mütterlicherseits, kommen aus Westafrika. Okay. Deswegen hat es mich eigentlich überrascht, dass du dich so für das Thema investierst, weil für mich ist es Familie. Okay, alles klar.
Boris, wir haben immer so spaßhalber, sagen wir manchmal, es kommt uns ja, wenn wir, also ich muss das mal erklären, wenn wir Australian Open beispielsweise machen. Ja. Mittlerweile, das Problem ist, dass unsere Sendung zu viele Leute gucken und deswegen sagen die, auch könnt ihr auch aus Deutschland machen. Ja. Was uns natürlich hart trifft, wir werden aber wieder vor Ort. Mal sehen. So, das heißt, wir wanken dann irgendwie nachts ins Studio und gehen dann irgendwie spät nachmittags raus, wissen gar nicht, in welcher Zeitzone wir sind. Du sagst immer mal spaßhalber, wir sind mittlerweile schon wie ein Ehepaar, ne? Ja, vor allem, also das glaubt man bei uns nicht. Es ist irgendwie nichts vorher abgesprochen. Ich weiß auch heute nicht, was er mich fragt. Wir reden dann immer so von freie Fahrt. Ne? Die Kamera läuft, freie Fahrt. Und mal gucken, wo wir hinfahren. Und irgendwie geht es immer noch ganz gut. Die Zuschauer, glauben, schalten mehr ein als ab. Ja, ja. Wobei sie manchmal auch den Ton zumachen, wollen unsere Gesichter nur sehen, aber ist auch okay. Ja, es ist immer eine Herausforderung, es ist nie langweilig. Man könnte meinen, dass wir auch so jede Minute zusammen verbringen, das tun wir nicht, weil du natürlich hier im Norden lebst und nicht mittlerweile in Italien. Aber wir haben eine Verbindung, eine große Verbindung, das ist die Liebe zum Tennissport. Und ich glaube, das hält uns immer frisch. Absolut, so ist das. Ich habe so aus dem Familienarchiv, meine Frau Miki, die du auch seit vielen Jahren kennst, die hat mich heute abgeholt. Miki, nochmal vielen Dank. Bravo. Du hast den Heil gebracht, Miki. Großer Sport. 13 Uhr, genau. Ja. Da sitzt du. Ja. Die hat ein Bild rausgekramt, da hast du noch gespielt, da haben wir kommentiert. Jetzt dreh dich mal um. Also da hast du aber nicht viel Bock gehabt auf mich, du. Also ich weiß, motiviert und neben mir sitzt, ich weiß nicht, ob du verloren hattest oder so. Ja, also ich bin halt dann so, wie ich bin. Ne? Also ich spiele keine Rolle. Ja. Und das war wohl kein so schöner Tag. Aber ich war trotzdem in der Kabine, habe mitgemacht. Ne? Hast du recht, hast du absolut recht. Aber ich wollte nur noch mal zeigen, guck mal, da hatte ich noch Haare. Hast du gesehen? Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber wo du es ansprichst, ja, genau. Das regt mich übrigens bei dir tierisch auf. Das ist unverändert. Aber alles meine, ne? Also das ist schon klar, das ist schon klar. Boris, du hast ja eben das schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, du hast auch mit deinen Kiddies genau in dieser Thematik, die wir ja auch, weißt du, wir arbeiten ja dran und du hast das, glaube ich, eben von den Jugendlichen auch gehört, von unseren Juniorbotschaftern. Diese Erlebnisse, die eindringlich sind, dass man sagt, hey, alles Käse, was hier geredet wird. Im Gegenteil, es ist genau andersrum. Es ist genau andersrum. Hast du viele angenehme Dinge auch erlebt in dieser Gesamtthematik mit deinen Kids oder war es teilweise auch hart? Weil ich meine, du bist ja auch Beschützer. Als Eltern ist man ja auch irgendwie Beschützer. Ja. Also erstmal wäre meine Frage gewesen, vor was Angst gehabt? Angst vom schwarzen Mann? Ja gut, aber du, ist ein Thema. Das ist so die erste Frage. Dann, wie gesagt, ist mein Ältester, das sieht man deutlich, dass seine Vorfahren aus Afrika kommen. Und er wurde natürlich auch in seiner Freizeit in Berlin rassistisch beleidigt. Und das gefällt einem Vater natürlich gar nicht gut. Nee. Und so. Leider wird das zu wenig in den deutschen Medien thematisiert. Das ist eher andersrum, das ist der böse schwarze Mann. Und da müssen wir alle was dafür tun. Ich erlebe es zu Hause und meine Kinder brauchen eine ganz schön dicke Haut, um das immer auch, sag mal, von sich fernzuhalten. Auch ein Grund, warum wir nicht mehr in Deutschland leben, weil es im Ausland geht es etwas leichter zu. Man akzeptiert, dass wir nicht alle gleich aussehen müssen und dass man Menschen auch nicht nach ihrer Hautfarbe oder Religion oder ihrer Größe verurteilt, ich will nicht sagen beurteilt, sondern verurteilt. Und deswegen, also das ist heute ein Abend, das ist eine Lehrstunde für uns alle. Was ich alles im deutschen Fernsehen für einen Stuss sehe, das muss ins deutsche Fernsehen. Das ist eine Lehrstunde, wie man miteinander umgeht. Toll, vielen Dank. Boris, ich kenne auch gerade deine älteren Söhne wirklich schon sehr, sehr lange. Du weißt das, dass ich es so meine. Aus denen, finde ich, ist richtig was geworden. Auf ganz unterschiedlichen Feldern, die ja auch nichts mit Tennis, sondern die haben ihren eigenen Weg gefunden. Dieses Thema Bildung. Sag mal ein bisschen was dazu, weil das ist ja so ein bisschen das Fundament. Weil wir glauben, wenn du mit Bildung anfängst, deswegen haben wir ja auch, das ist ja eine Vorschule, quasi Kindergarten, ne? Und dann gibt es eine Grundschule, weil wir gesagt haben, wir wollen eben mit den Jüngsten anfangen, da zu sensibilisieren. Was verbindest du mit dem Thema Bildung und Afrika oder generell? Ja, das ist ja die Grundlage, unseren Kindern so viel Bildung, so viel Wissen wie möglich
in irgendeiner Form zu geben. Im Idealfall natürlich, im Kindergarten geht es los, dann in die Schule, im Gymnasium, in die Unis. Ich weiß nicht, ob das immer hier stattfindet. Für mich war es wichtig, weil ich bin Kosmopolit, ich reise um die ganze Welt und meine Kinder müssen eben wissen, wie es so ist. Und wenn man mal in Afrika war oder in Amerika oder in Südamerika, ich habe meine Kinder, wenn es geht, immer mitgenommen, dann hat man einfach einen ganz anderen Eindruck, wie ist denn jetzt der Afrikaner oder wie ist der Asiate und nicht aus Büchern, wo die meisten Schriftsteller noch nie da waren, über was sie berichtet haben. Insofern ist das enorm wichtig für uns Eltern, ist die Verantwortung, einfach unseren Kindern so viel Wissen irgendwie mitzugehen, weil irgendwann sind das die Kapitäne unserer Gesellschaft. Hast du genau recht, absolut. Kann man nur unterschreiben. Jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Also als bekannt war, dass du kommst und dann ja auch dich geäußert hast in der Zeitung und ich freue mich und so weiter und so fort, da sind ganz viele tolle Geschichten aufgeploppt, die wir empfangen haben. Und unter anderem gibt es eine Geschichte, es gab damals ein junges Mädchen, das hatte rote Haare, was ich übrigens mega cool finde. So. Soll vorkommen. Soll vorkommen. Es gibt ja auch Jungs, die hatten rote Haare. Dieses Mädchen aber, sagen wir mal, hatte keine leichte Zeit. Und weißt du, was der geholfen hat? Ich finde diese Geschichte unfassbar. Die hat einen Tennisspieler im Fernsehen gesehen, aus dem ist richtig was geworden. Der war ein Weltstar. Ich darf übrigens mal sagen, er würde das nie sagen. Boris war, ich erzähle das immer wieder gern, eine Zeit lang der zweitbekannteste Mensch weltweit. Jetzt sagen Sie, wieso denn nur Zweiter? Das wäre typisch deutsch übrigens. Weißt du? Die Nummer 1 war übrigens der Papst. Also, Boris, können wir gelten lassen? Nehme ich an. Nimmst du an, oder? Ja, klar. Ja. Wegen dem Kerl, auch das hat es noch nie gegeben, wurde 3-mal die Tagesschau verschoben. Das ist ein Unding, dass du nicht 20 Uhr. So. Da war dieses junge Mädchen und die hat gesehen, Mensch, da ist ein Tennisspieler, irgendwie macht er das anders, geht damit an, hat Selbstbewusstsein. Und jetzt ist tatsächlich so, dass ihr das Kraft gegeben hat. Er hat gesagt, komm, es ist doch cool und so weiter. Und dann hat sie tatsächlich, dreh dich mal um, dieses Mädel ja, schön, ja. von den Eltern, wie sagst du immer, der 17-jährigste Leibniz aller Zeiten, genau. Ne? Also hat ein Foto von dir bekommen und das hat ihr viel Power gegeben. Jetzt haben wir gedacht, das ist jetzt ein Foto, das hat sie, aber was würdest du sagen, wenn wir jetzt einfach mal sagen, dass sie mal hochkommt und wir machen mal ein richtiges Foto mit ihr? Aber auf jeden Fall. Ja, wo ist sie denn? Katharina Schreiber wird gesucht. Denn? Wo ist sie denn? Haben wir irgendwo Katharina Schreiber? Wir haben Zeit. Ja. Da kommt sie. Ja. Wo ist Dietrich? Okay, Tobi macht das Foto. Spot bitte auf die beiden Herrschaften. Ja, aber lass mich aus dem Bild. Vielen Dank. Ich erzähle noch ein bisschen was. Diese Dame ist auch gleichzeitig vom Kindergarten Wulften die Chefin. Und was wir auch machen werden, wir werden in Kürze eine Kooperation machen mit unserer Vorschule im Prinzip. Also so schließt sich der Kreis. Ich glaube, du hast jemanden, sie wusste nichts davon, du hast jemandem eine mega Freude gemacht. Das war cool. Wie oft hast du dich früher echt verkleiden müssen? Ja, ich habe es mal versucht mit dunkelhaarigen Perücken. Perücke hast du gehabt, ne? Dann hat man mich an meinem Gang erkannt. Ja. Da war ich irgendwo im Kiosk, habe eine Cola bestellt an meiner Stimme. Im Ernst? Und dann habe ich gesagt, das bringt alles nichts, ich bin jetzt mal so, wie ich bin. Ich habe da schon mal meine Haare auch verändert, mal kurz, mal lang, mal gefärbt, mal nicht und so weiter. Jetzt sind sie so, wie sie sind und ich bleibe dabei. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, 1996, Fußball-EM in England, haben wir
ab und zu mal bei dir. Du hattest immer ein Haus. Er ist übrigens bei jedem Grand Slam-Turnier selber Auto gefahren. Der ist durch New York, ich schweife wieder ab, aber du weißt, so bin ich. Du bist mal durch New York gefahren. Ich sprach von Freiflug, das ist jetzt Freiflug. Ne? Wir verbal, wir fliegen. Der ist mit dem eigenen Auto, was ja eigentlich, das macht ja kein normaler Tennisspieler. Du bist immer selber gefahren. Ja, du bist auch nicht normal, okay. Aber New York war es mal eng. Ja. Erzähl. Ja, ich war immer schon ein schlechter Beifahrer, Micky. Ich war etwas unruhig heute am Beifahrersitz. Aber die fährt überragend. Ja, ja, so die Kurven. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Du bist sehr sportlich in die Kurven. War dir zu schnell? Ja, Temperament. Nein. Ja. Ich bin ein leidenschaftlicher Autofahrer und ich habe auch diesen Fahrern bei den Turnieren nie getraut. Und die waren zu langsam und zu vorsichtig und so. Und dann bin ich einfach immer selber Auto gefahren. Also vorstellen, dass jetzt ein Federer und Djokovic selber vom Hotel ist unvorstellbar. Das sind 3 Bodyguards und Securities und so weiter. Ich habe das dann immer selber gemacht. Das war auch so ein Stückchen Freiheit für mich, wo ich einfach mal auch eine halbe Stunde woanders hingefahren bin, ohne dass es jemand wusste. Nur wie gesagt, also New York sollte man nicht mit einem blauen Mercedes S-Klasse nachts um 2 durch die Straßen fahren, ist nicht gut. Nicht gut. Und das habe ich natürlich gemacht. Und dann an einer roten Ampel kamen sie dann mit den Baseballschlägern und wollten also nicht mich, aber ins Auto. Und ich bin einfach über Rot weiter. Und so, das war eine leere Nacht, nicht mehr mit dem Mercedes in Harlem rumzufahren. Also da muss man mal seine Erfahrungen selber machen. Habe das in Paris gemacht, auch in New York, auch in Melbourne. Und es ist ja nochmal gut gegangen. Ja, genau so ist es. Und da sind wir froh drum. Die Geschichte, die ich erzählen wollte, bevor ich wieder mal abschweifte, ist, da haben wir ab und zu bei dir zu Hause Fußball geguckt. Du hattest, wie das viele ja haben, im Prinzip ein eigenes Haus, ganz in der Nähe von Wimbledon. Hat ja auch ganz gut geklappt mit dem Turnier bei dir, wie wir alle wissen. Jetzt war es nur so, weil ich will auf ganz anderes hin. Also in der Journalistenwelt war das natürlich, sagen wir mal, das war nicht so gut, wenn das rausgekommen wäre. Ich weiß noch ganz genau, du bist vorgegangen, ich bin so 90 Meter dahinter geschlendert. Wenn Sie da hinter dem Kerl hinterhergehen, das war dann immer so. Ne? Also er ging und bei dir war es immer so. Hast du, ich meine, klar, du hast dann irgendwann auch Bodyguards gehabt, aber ja auch nicht immer. Was ist das für ein Gefühl, wenn man durch eine Straße geht und praktisch jeder kennt dich? Also ich könnte es nicht. Gott sei Dank, mich kennt keine Sau. Ja, ich hatte ja keine Wahl. Also es ist unangenehm. Ist es, ne? Es hat mir nicht gefallen, es gefällt mir heute nicht. Ja. Es kommen wildfremde Menschen und sagen mir genau, wie es mir geht. Die sagen dir das? Die sagen mir, wie es mir geht. Ja. Und dann sage ich, ja, woher kennen wir? Ja, ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Ja, wir kennen uns doch. Oder ich kenne Sie aus den Zeitungen und so. Ja. Und das ist eine enorme Belastung, weil natürlich dann eine gewisse Beurteilung oder eine Vorverurteilung passiert, ohne dass man den Menschen wirklich kennt. Das ist so, auf der anderen Seite sind das auch ein Zeichen von Respekt. Ich habe eine große Fangemeinde nach wie vor und ich bin auch dankbar dafür und habe auch vieles dafür getan, dass das immer noch so ist. Aber es ist manchmal grenzwertig, wo man einfach vergisst, da ist ein Mensch hinter der Maske oder hinter dem Namen mit Stärken und mit Schwächen und mit Höhen, mit Tiefen. Und da ging man schon teilweise sehr hart mit mir ins Gericht, gerade im deutschsprachigen Raum. Aber ja, auch das ist ja nochmal gut gegangen. Insofern, also ich will mich da nicht beschweren. Ich hätte ja auch die Doppelfehler reihenweise servieren können, hätte nie gewinnen müssen und so weiter. Also ich bin schuld. Selber schuld, dass mir das alles passiert ist. Okay, alles klar. Ja, aber es ist mir schon wichtig, weil klar, was ich sage immer wieder, wir können viel erzählen, aber wir haben ja auch einiges zusammen erlebt in der langen Zeit. Nur mal Boris Becker, wir haben natürlich nicht drüber gesprochen, du weißt nicht, was ich jetzt erzähle. Niemals, also Nein. Ich weiß nie, was er sagt. Ja. Bin mal gespannt. Als meine liebe Frau mit dem ersten unserer wunderbaren 3 Kinder schwanger war ich in Basel. Das war, sagen wir mal, schwierig, weil es konnte jeden Moment losgehen. Das habe ich ihm erzählt und dann hast du damals gesagt, wirst dich nicht mehr daran erinnern, Stachy, mach dir keine Sorgen, zur Not, Privatjet steht bereit, fliegst du direkt hin. Nur mal so zu Boris Becker, by the way. Ja? Und das andere, was auch in Basel war, vielleicht erinnerst du dich daran noch, du warst ja und bist leidenschaftlicher Fußballfan, hast eine Menge Ahnung, kennst viele, so.
Basel war bei dem Stadion in der Nähe ein Rasenplatz oder eine Wiese. Was, eine Wiese? Ich erinnere mich genau, ja. Es hat geregnet. So, jetzt erzähl du. Und du sagst irgendwann, lass uns doch mal alle kicken. Okay. Da war dein Beseiter dabei, da war Klisi dabei, ne? Also der für die. So, ich hatte eine schöne Jeans an. Und dann haben wir im strömenden Regen, wie die Kleinkinder, haben wir da gekickt. Ja. Und du warst aber noch im Turnier. Ja, das ist immer das Problem. Ich war da der Einstgesetzte und der Teenie-Direktor war natürlich nervös. Wenn dem Bäcker was am Fußballplatz passiert, dann kann er morgen nicht Tennis spielen. Und die Fernsehanstalt haben das nicht so gerne, auch die Fans. Aber wir sind eben leidenschaftliche Sportfreaks, Tennis, Fußball, auch Basketball. Und da hat es uns einfach gepackt. Also wir haben viele private Situationen eben auch da erlebt. Auch das Vertrauen, dass dann gewisse Dinge einfach nicht rausgekommen sind. Das zeichnet dich aus als Journalist. Aus dem Schlag gibt es immer weniger. Mittlerweile geht es immer nur noch um dieses Clickbaiting und wer so die neuesten Schlagzeilen hat, der ist für 5 Sekunden berühmt, aber so lange ist auch dann die Karriere, deine geht schon ein bisschen länger. Insofern ist das auch eine Charaktereigenschaft und ja, wir waren schon verrückt und ich glaube, wir sind es immer noch. Ja, und das ist auch vielleicht ganz gut so, aber auch eine typische Geschichte. Boris, ich möchte eins noch loswerden, weil mir das einfach ganz viele Menschen gesagt haben. Also im Namen von allen, die hier sind, wirklich unser aufrichtigstes Beileid. Du hast eine ganz wichtige Person in deinem Leben verloren, deine Mama. Das ist nicht lange her. Jetzt merkst du, ne, dass du hier bist. Applaus. So als guter Doppelpartner muss jetzt ich den Ball übernehmen. Ich flenne schon wieder. Nein, also es war natürlich eine sehr schwierige Zeit in den letzten Wochen und als du mich gefragt hast im September, ob ich kommen werde, habe ich gesagt, klar komme ich. Wo ist das? Habe ich nicht genau gewusst, wo Osterode ist. Ich habe dann gegoogelt und es ist so irgendwo zwischen Hannover und Frankfurt im Harz. So, sorry, aber ist jetzt ganz falsch, aber ich bin ehrlich. Ja. Und ist natürlich einiges passiert jetzt in den letzten 2-3 Wochen. Aber du warst mir wert und auch die EDF-Stiftung war es mir wert. Ich bin gerne da und ich komme mit einem vollen Herzen wieder zurück. Boris. Alle weiteren Worte von mir wären jetzt Verschwendung. Ich sage dir einfach und komm, jetzt. Vielen Dank. Boris Becker. Dankeschön. Danke. So, ich gehe jetzt mal runter. Keine Sorge, Micky, ich komme nicht zu dir und frage dich nochmal, wie du Auto fährst. Ich möchte noch mal ein bisschen was über EDF erzählen. Es gibt ja ein paar Fußballer, mein Sohn ist auch einer davon, übrigens Hoffenheim 03 in Wolfsburg nicht gut gelaufen. Der wäre sehr gerne gekommen. Und der hat so ein paar Kumpels und hat denen natürlich auch ein bisschen was über die EDF erzählt. Und jetzt kennt er auch den einen oder anderen Profi, der eine oder andere ist wirklich auch ein guter Freund von ihm. Und es gibt jetzt jemanden hier, der spielt beim FC St. Pauli. Ich wollte eigentlich mit dem nicht reden, weil die haben 2-0 in Hoffenheim gewonnen. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Aber das Schlimme ist, das ist ein richtig netter, auch der hat schon gespendet. Der hat, ich meine, die sind mitten in der Saison. Ich glaube, er hat heute seinen einzigen freien Tag. Vielleicht hat er auch trainiert. Ich frage ihn mal. Und der hat gesagt, na klar schrubb ich aus Hamburg mal kurz hier runter und fahre abends wieder zurück. David Nemeth, komm, stimme auf.
Also erstmal toll, dass du da bist. Ich weiß, eure Freundschaft, Anton und deine, wird nicht zugrunde gehen aufgrund der 0:2 Sache. Was hat dich so getriggert? Außer, wir haben schon mehrfach über ihn geredet, den Mann, mit dem du viel telefoniert hast. Aber so an dieser ganzen EDF-Geschichte. Ja, also ein Moderator gibt nie das Mikro aus der Hand. Also der erste war mal dein Sohn, der Anton, der Stachy. Wir sind dann irgendwie ins Reden gekommen und haben dann auch über die EDF geredet und dass das einfach eine super Sache ist. Und ja, wie schon alle anderen gesagt haben, habe ich dann einen Anruf bekommen und dann nach ein paar Minuten telefonieren mit Tobi, habe ich dann schon gecheckt, dass es einfach eine richtig coole Sache ist und ja, und dann war ich gleich überzeugt. Ja, ist cool. Cool, dass du dabei bist. Wir haben auch mit St. Pauli noch ein bisschen was vor. Ne? Jojo wollte auch kommen, Jojo Eggestein, aber ich glaube, der kränkelt wie übrigens viele. Ne? Also es geht wieder rum, aber du bist noch topfit, bist auch mittlerweile Stammelf und so weiter. Wie ist denn das so oben im Norden? Du hast mit Anton hast du zusammen gespielt in Mainz. Ne? Ihr kennt euch also schon ein bisschen länger. St. Pauli ist schon cool, oder? Millantor und so, Fans? Ja, super. Also die Stadt ist wirklich unglaublich, die Fans sind unglaublich, das Viertel, das ist einfach super und ja, wenn man da mal im Stadion ist, dann weiß man, was da für eine coole Szene dahinter steckt. Ja. Und ich sage jetzt noch mal kurz was, weil man hat ja immer so eine Idee, ne? Fußballer und ja, viel Kohle und Wahnsinn. Es gibt auch Fußballer, sie sind so wie der und zwar eine ganze Menge. David, vielen Dank. Was ist denn jetzt aufgebaut? Was ist denn das hier? Ja, jetzt kommt etwas, ich rede mit ihr danach, weil sie konzentriert sich jetzt. Also man muss sich vorstellen, auch die Dame ist schon mal aufgetreten und sie wird uns das danach auch erzählen. Und eigentlich hatte sie vor, was zu machen für die EDF, aber sie kommt von weit her aus München, war heute auch wieder 7-8 Stunden im Zug und hast du nicht gesehen. Und sie hat gesagt, wisst ihr was, ich muss das wieder erleben. Ich war schon mal da bei euch, ich möchte das erleben, ich möchte das live präsentieren. Ich habe vorhin schon mal gesagt, mich stört dieser Begriff Sandmalerin. Ich werde das gleich auch mit ihr nochmal besprechen. Aber bevor es soweit ist, lassen wir einfach Bilder sprechen. Auch da verstehe ich wieder mal nicht, wie es geht. Vielleicht wird sie es uns danach erklären. Und das, was Sie jetzt sehen, gibt es nicht. Das hat sie in tagelanger Arbeit nur für die EDF entwickelt. Frauke Menger. See a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. Could be a vision of the one I see. A million dreams
special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Beloved, try this. Start each day like this, and yours will be a beautiful, peaceful, open, and loving day. Place your hand on your heart and lower your head and begin by saying, thank you. Thank you to life. Thank you for life. Thank you for you. Thank you for me. Thank you for the mind and the senses. Thank you that I can say thank you.
light's burning bright there somewhere. Got to be birds flying higher in the sky, more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why, oh why can't my dreams come true? Oh why? There must be peace and understanding sometimes. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, oh why won't the sun appear? We're lost in a cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul inside. In my heart there's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a back-turning candle. And what I can think, what I can talk, what I can stand, what I can walk, what I can dream. Please let my dream come true. Right now. Right now. Frauke Menger. Du weißt schon, was du da anrichtest, ne? Das weißt du schon. Ja, ich hoffe, ich richte was Gutes an. Ich glaube. Deswegen mache ich das. Ja. Ja. Du bist mittlerweile schon Teil der EDF-Familie, können wir sagen. Frauke, wie wird man Sandmalerin? Wer kommt denn auf sowas? Ja, vielleicht war das, also es gibt ja im Leben manchmal so, wo das Glück vor den Füßen liegt, man muss es nur erkennen. Und vorher habe ich ganz viele so Porträtkarikaturen gezeichnet auf Veranstaltungen und war freischaffende Künstlerin. Und du warst ganz auch Schnellzeichnerin? Ja, genau, ne? Das auch. Und habe ganz viele Storyboards gezeichnet für ganz renommierte Werbeagenturen. Habe 2 Kinder bekommen und war dann aber so ein bisschen in der Sinnkrise tatsächlich, was ja öfter mal vorkommt, vor allem als Künstler. Und und dann hat ein Freund von mir einen Link geschickt und hat gesagt, sag mal Frauke, machst du sowas? Und das war ein Video von einer israelischen Künstlerin, das war tatsächlich die erste, die so eine Technik mit der gearbeitet hat. Ja. Und da war ich gerade in der Toskana auch zum Malen und sehe das und dachte und wusste genau, das ist es, ja. Und damit wurde ich dann auch sehr erfolgreich und ja, irgendwie hat es mich gefunden und nicht ich die Technik, ja.
Du hast ja auch schon mega Auftritte gehabt, Zirkus Krone und so, ne? Also viele tausend Zuschauer. Aber du hast mal, glaube ich, als, ich weiß nicht, ob es so Jugendliche war, hast du nicht Etiketten für Weinflaschen auch entworfen? War da nicht irgendwie? Wo hast du das jetzt her? Ich habe das so gehört. Ja, ich komme von einem Weingut, tatsächlich. Ich bin eine Winzerstochter. Okay. Das war in 5. Generation. Ich bin in der Großfamilie groß geworden. Ja. Auch 4 Generationen. Und, aber wenn du das gerade ansprichst, genau, und deswegen habe ich auch Weinetiketten gemacht. Aber was ich jetzt hier mal sagen will, warum ich überhaupt zur EDF-Familie gekommen bin, das liegt natürlich an dem wunderbaren Tobias, weil natürlich. Der Tobias, als er mich vor 5 Jahren angesprochen hat oder geschrieben hat und der Ton, in dem er geschrieben hat, die Leidenschaft, das Herz, also die Herzlichkeit und die Menschlichkeit, die da durchkam, da dachte ich, das ist mein Opa, wie mein Opa. Ne? Also ihr seid seelenverwandt. Weil, verstehe ich. Nee. Das muss ich jetzt mal sagen. Wenn ich jetzt so schaue, ja. Weil mein Opa eben durch den Zweiten Weltkrieg auch in England und in Frankreich in Gefangenschaft war und die Sprachen gelernt hat dort und kam zurück und hat eben Rheinland-Pfalz mit Burgund, diese Freundschaft direkt nach dem Krieg, das war die erste Verbindung, maßgeblich vorangebracht und das ist immer noch in unserer Familie total engagiert. Jetzt ist meine Schwester da, die Präsidentin. Und ich weiß einfach, wie wichtig das ist. Und ich war so oft in Frankreich und wir hatten französische Familien und Kinder. Und deswegen auch der Jugendaustausch, ich finde das wahnsinnig wichtig. Ja. Auch, Entschuldigung, der Satz, den wir ja auch schon heute Abend schon öfter gehört haben, ne? Das ist, dass die Jugend, wer die Jugend das ist erreicht, erreicht genau, viel. Ja, genau, so ist es. Deswegen danke ich euch für alle, die da mithelfen. Vor allem Tobias, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Wir danken dir. Moment. Eine Sache interessiert uns natürlich noch. Das ist ja Arbeit. Also wir haben ja viele Themen wiedererkannt, wo wir vielleicht auch heute schon das ein oder andere Bild gesehen haben. Wir werden gleich noch ein tolles, emotionales Stück auch dann von der Schule, wie es derzeit, wie das Leben da ist in der Schule, dass man es greifen kann, werden wir gleich noch zeigen. Wie entwickelst du sowas? Weißt du, ich habe den Schulhof gesehen. Natürlich haben wir gesehen, die Begegnungen hattest du am Ende. Und viele kleine Geschichten, die ja nun auch mit der EDF zu tun haben. Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist ja ein Unikat. Also das ist ja, das wirst du ja so nicht wieder aufführen, weil es für diesen Abend geschneidert ist. Wie entsteht das bei dir? Ja, also absolut. Das ist jetzt, das habe ich jetzt wirklich mehrere Tage, mindestens eine Woche für euch einstudiert. Und es sieht zwar so aus, als würde es so einfach aus meiner Hand rieseln, aber so ist es nicht. Es ist wirklich harte Arbeit und sich das erst zu überlegen, eine Idee, dass es eine Storyline hat und genau die Dankbarkeit einfach genau für dieses Leben eben und dass wir, die wir privilegiert sind, einfach helfen können. Und ja, ich möchte halt natürlich die Herzen berühren. Ich möchte an die Menschlichkeit appellieren und ja, dann überlege ich mir so Storys. Und das funktioniert auch nicht immer gleich, dann muss man wieder Sachen verändern, dann nehme ich wieder eine andere Musik, dann muss ich das wieder kürzen und verlängern und genau. Ich darf, ja. Ich darf dir eins zum Schluss sagen, du berührst die Herzen. Ja, danke schön. Frauke Menger. So, einen haben wir noch. Hat es sich nicht nehmen lassen, ich habe das ja schon gesagt. Und er singt jetzt einen Song, der eigentlich auch mit dem zu tun hat, sehr genau mit dem zu tun hat, was wir irgendwie auch wiedergeben wollen. Wir freuen uns nochmal auf Philipp Dittberner, begleitet von Daniel Hasbecker. Und das ist dein Leben. Da draußen tobt doch alles weiter, auch wenn ich heute nicht mehr wär.
Die Leute kaufen teure Dinge. Das Leben ist und bleibt unfair. Wir trinken Wein an meinem Fenster. Im Rauch schauen wir dem Ganzen zu und müssen beide wieder lachen. Irgendwie gehören wir doch dazu. Das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst. Warum du dir wieder so fremd bist, deiner doch so hellen Zeit. Warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit. Ja genau, das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Warum wir manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht. Und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehen. Ja genau, das ist dein Leben und du wirst es nie verstehen. Dein Lächeln passt zu meinem Fenster, im neuen Schein und altbekannt. Du sagst, wir haben uns nie verlaufen. Wir haben uns ab und zu verrannt. Und die Sache wird schon laufen, wenn man sich hier nicht verliert. Und bei all den kleinen Chancen es immer wieder neu riskiert. Das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst. Warum du dir wieder so fremd bist, deiner doch so hellen Zeit. Warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit. Ja genau, das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Warum wir manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht. Und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehen. Ja genau, das ist dein Leben und du wirst es nie verstehen. Vielleicht überschwänglich groß oder doch zu klein geträumt. Hab ich bei all den anderen Zweifeln mein Happy End doch glatt versäumt. Ist egal, wer da noch kommt oder schon gegangen ist. Es ist okay, dass du halt bist, wie du halt bist. Denn das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst. Warum du dir wieder so fremd bist, deiner doch so hellen Zeit. Warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit. Ja genau, das ist dein Leben, das ist wie du lebst. Warum wir manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht. Und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehen. Ja genau, das ist dein Leben und du wirst es nie verstehen. Dankeschön. Philipp Dittberner, begleitet von Daniel Hasbecker. Du hörst mich nicht los. Ich weiß, du hörst mich immer schlecht. Ja? Ja. Du passt irgendwie, ne? Du hast ja jetzt, Blick war nach vorne gerichtet, du hatten ganz tolle Bilder, auch vom Schulunterricht und so, also so das Thema, das ist dein Leben. Was wolltest du mit dem Song, was war so was ist so es gibt ja mal irgendwann so einen Klick, wo man sagt, ich schreibe mal ein Lied darüber. Also, ich glaube, ich habe den Song, das ist ungefähr auch fast 10 Jahre her, als ich den geschrieben habe. Da war ich noch Physiotherapeut und saß tatsächlich mit einer sehr guten Freundin auf der Fensterbank und
hatte eigentlich nicht so wirklich Plan davon, was im Leben so passiert und was ich eigentlich machen will und was ich machen werde. Und dass ich eigentlich relativ wenig verstehe, was hier auf dem Planeten vor sich geht, aber dass es eigentlich trotzdem sehr, sehr schön ist, hier zu sein. Und das habe ich dann, als ich am nächsten Tag von der Arbeit gekommen bin, aufgeschrieben. Ja, und heute bin ich hier, so weit bin ich gekommen. Und ich kann nur sagen, ich habe das hier verfolgt, ich saß hier an der Seite, ich muss dann manchmal noch zurück, weil der nervöse Künstler muss ich dann vorher noch irgendwie warm machen. Aber es war ein ganz, ganz großartiger Abend. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein durfte und dass du mich angerufen hast und dass ich rangegangen bin und dachte, Matthias Stach ruft an. Was ist denn das für ein Vogel? Ich gehe mal ran. Ja. Nee, toll, dass du hier bist. Wir werden gleich noch alle Gäste noch mal auf die Bühne bitten dann, aber ich will noch eins hinweisen, du bist auf Tour, ne? 10 Jahre ist das genau. Stichwort. Guck mal, rein zufällig hätten wir da was vorbereitet. Ah, oh. Ja, ne? Guck mal, Hamburg ist nicht weit, Hannover ist nicht weit. Also, das kann man auch auf deiner Website sehen. Also, wer den Kerl, wie nett du bist, aber ich habe schon mal gesagt, wer den Kerl singen hören möchte, diese ganze Leidenschaft, vielleicht ist ja was dabei. Philipp, ich werde dich gleich noch mal auf die Bühne, aber du hast jetzt gleich noch mal deinen Auftritt, weil ihr kommt dann noch mal von der Seite. Ich werde noch mal aufgerufen dann, richtig? Du wirst ja? noch mal aufgerufen. Okay, wir sind in der Schule, du weißt. Ja. Philipp Dittberner. Dankeschön. So, bevor wir dann wirklich zum Grand Finale kommen, ich habe eben gedacht, wir sind relativ pünktlich. Das ist eigentlich gar nicht normal bei mir. Aber das liegt natürlich auch an diesen tollen Menschen, die genau gesagt haben, du, ich brauche so und so lange und so weiter. Es ist ja immer am Ende so ein bisschen, dass man dann vielen Menschen Danke sagt. Ich habe schon gesagt, unseren großzügigen Unterstützern, auch Ihnen, die gespendet haben und das weiter tun. Also wir sind so voller Freude und ich hoffe, Sie haben den Eindruck gewonnen, dass das Geld schon in die richtige Richtung geht. Das wäre uns ganz wichtig. Aber ich möchte mich bei ein paar Menschen bedanken, über die ja keine Socke redet. Ich sehe sie nicht, weil das Licht schon relativ hell ist. Da hinten sitzen so ein paar Herrschaften, Nils, Johannes und Kai, die die Technik machen. Ihr seid groß. Am sogenannten Verfolger steht eine junge Dame. Wir haben uns gestern, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Natürlich auch eine Ex-Schülerin von dir, glaube ich, selbstverständlich. Ja, toll, dass sie auch, und sie war mit Rat und Tat und wir haben diskutiert, Mensch, machen wir ein Podest, machen wir nichts. Also auch ganz, ganz wichtig für die Show. Shania, danke. Dann sitzt da oben im Eck, den kann man jetzt auch nicht sehen, einer, der die Kamera bedient. Grottenlangweilig. Der sitzt 3 Stunden und hält diese Mühle. Schon wieder der Stach. Okay, Künstler gehen. Einer, den ich kennengelernt habe auf einer Begegnungsreise in Senegal. Werde ich nie vergessen. Einer, der auch tolles Filmmaterial geschaffen hat, einen tollen Film gemacht hat. Und einer, der auch so ein Botschafter ist für diese EDF. Mika. So, und dann haben wir noch einen, der immer lacht. Vor 4 oder 5 Tagen werde ich angerufen, wir könnten doch mal einen Kalender machen. Da habe ich gesagt, Leute, 4 oder 5 Tage, wir haben da wirklich andere Sachen zu tun. Wie wollt ihr denn jetzt einen Kalender hier noch herballern? Dann auch noch mit Bildern der letzten Reise. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Egal, was man ihn fragt, ich habe noch nie erlebt, dass der irgendwann mal Nein gesagt hat. Irgendwie. Es ist ein ganz spezieller Mensch, der auch schon in Senegal mit dabei war. Der wird jetzt fotografieren und wieder am Start sein und hört das gar nicht gern. Dietrich, wo immer du bist. Wow. So, und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne, dass wir, bevor wir uns dieses tolle
letzte Bild angucken. Ich fände es ganz gut, wenn die uns heute wirklich beglückt haben, die uns verzaubert haben, die uns bereichert haben, wenn die einfach nochmal auf die Bühne kommen. Ich weiß nicht, Tobi, ist Kerstin noch da? Ja, also dann machen wir es so, wenn sie noch da ist, kommt sie, aber da waren ein paar Kiddies dabei, nach Hause und so weiter. Man weiß, da ist sie, Kerstin Baufels. Stellst du dich? Das war toll, was ihr gemacht habt. Ganz toll. Als ich Boris unten, als wir gequatscht haben, zur Halbzeit, so nenne ich es mal, da hat er mir gesagt, boah, diese Poetry Slammerin, wie macht die das? Wie kann die das? Ich verstehe es auch nicht. Wir haben das erzählt, 4,5 Stunden. Sie ist, glaube ich, immer noch da und sie ist großartig. Theresa. Ich weiß gar nicht, ob sie mich gefragt hat, was willst du denn alles so wissen? Ich habe ja natürlich nichts gesagt, ist ja eigentlich gar nicht ihre Art. Ich glaube, wir verstehen schon, dass die Ösis ganz cool sind. Liz Görgel. So ein bisschen wie bei der Mannschaftsaufstellung jetzt, ne? Ihr habt euch das so verdient. Ja, das Gerät ist mittlerweile weg und sie hat uns auch heute wieder verzaubert. Frauke Menger. Auf einem Bahnhof fing alles an mit einem zerrissenen Artikel einer Zeitschrift. Stichwort Geo. Es war so toll, was er uns heute mitgebracht hat. Aus der Schweiz. Ich glaube, das ist ein bisschen zu fahren. Christian Bobst, toll, dass du hier bist. Komm hoch. Was hat der Typ eigentlich für eine Stimme? Da sind wir uns, glaube ich, alle. Mich haben so viele auch in dieser kurzen Pause. Sorry, wenn ich kurz angebunden war. Ich war so ein bisschen beschäftigt mit ein paar Sachen heute. Was hat der für eine Stimme? Rudi Esteves. Apropos, was hat er für eine Stimme, was hat er für Texte und im Nebenberuf auch noch ein wahnsinnig netter Typ. Philipp Dittberner und Daniel Hasbecker, kommt beide vor. Wo ist der Daniel? Haben wir Daniel verloren? Okay. Vielleicht haben wir ihn heute ein bisschen näher kennengelernt. Ich hoffe es zumindest. Mir haben viele gesagt, wow, was ein cooler Typ. Und wir sind echt froh, dass er hier ist, Boris Becker. So, ihr Lieben, wenn ihr vielleicht einfach in der Mitte kurz auseinander geht. Wir werden jetzt noch was auf die Leinwand transportieren. Und dazu sage ich gar nichts. Wir schauen es uns einfach an. Je vais commencer à vous parler de mon école. Die Klassenräume sind eröffnet.
Emmanuel, je vais te transférer à une très belle école allemande, construite ici. Fin de citation. Après ces expressions de mon papa, après ces expressions, très belle école de mon papa, j'avais hâte de la découvrir. Nous ne ménagerons aucun effort pour faire de cet établissement une école d'excellence qui va former de futurs leaders dans ce pays et dans le monde entier. C'est un grand plaisir de m'adresser à vous, de vous avoir devant moi. Et c'est une occasion pour moi de vous présenter toutes mes félicitations, tous mes remerciements et aussi vous dire que je suis vraiment motivé. Tous les élèves aiment l'école. Les maîtres et les maîtresses sont gentils, ils nous expliquent bien. Das ist der Bildungskomplex. Kommt wieder zusammen. Stellt euch ruhig wieder zusammen. Kommt ruhig näher zusammen, weil ihr seid jetzt das Schlussbild. Ja, also wenn Ihnen das gefallen hat, ich bin bereit. Wer sagt Geld zurück, kann mich, wenn er mich findet, gerne kontaktieren. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Ich wollte noch ein Motto mitgeben, das wir jetzt auch noch mal auf der Leinwand sehen werden, weil das ist wirklich unser Motto. Alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kamen die von der EDF und haben es einfach gemacht. Genau so einfach ist das. Ich bedanke mich sehr bei unseren Gästen, die von überall her angereist sind. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei Ihnen. Ich glaube, ihr habt das alle gesagt zu mir. Krasses Publikum. Ich habe es euch versprochen, Philipp. Ja. Also, vielen Dank. Tragen Sie die EDF-Idee hinaus in die Welt. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir immer mehr Unterstützer finden. Und hoffentlich haben Sie den Eindruck, dass die Spenden an die richtige Adresse kommen. Euch vielen Dank. Ihnen vielen Dank. Das war's.